Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei Hanks VR. Und ja, wie ich schon angekündigt habe, es gibt was ganz Interessantes heute zu sehen. Und zwar geht es um die PIMAX 8Kx. Denn es gibt heute um 20 Uhr, also in einer guten Viertelstunde, gibt es ein Event anzugucken. Und da werden wir es sehen. So, jetzt gucke ich aber mal kurz. Ich sehe schon, es sind 9 Leute hier. Ich gucke mal, ob ich Sound habe. Ja, sehr gut. Also, Sound ist da, alles perfekt. Oh, ich glaube, die 9. Person bin ich, wie auch immer. Ja, und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Livestream. Natürlich bin ich nicht der Organisator von diesem PIMAX-Stream. Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke mal, ihr seid sicher auch interessiert daran und möchtet vielleicht eure Gefühle und so weiter mit mir teilen, indem wir den Trailer... Nee, was rede ich da? Die Premiere quasi von PIMAX angucken. Und ich bin schon wirklich gespannt. Der Sweeviver hat schon auch im Chat geschrieben, dass quasi das eine pre-recordete Aufnahme ist ja klar, Premiere, ne? Und das soll angeblich ein paar Stunden vorher gewesen sein, also ziemlich frisch. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gucke jetzt mal gleich auch, wer hier im Chat ist und ich begrüße auch ein paar und ich sehe schon als erstes, ich sehe halt immer die Smileys, die ihr macht, ne? Wenn ich das sehe, dann sticht das raus, deshalb Commander Echo, willkommen gleich mal bei dir. Dann haben wir den Chaos Kappa, auch dir einen schönen Gruß zu Hause, dann den The Scepter, Doppler-Effekt, genau, wegen dem Handy jetzt vorher, ne? Echo, genau. Und natürlich auch noch Johnny XLL Songs. Hey, cooler Name, gefällt mir. Dann haben wir Lost in VR ist auch dabei. Und wir haben Ogni Naband, schreibt der gute Ogni. Also ich bin schon ganz gespannt, gefällt mir. Wir haben den Stefan Zenich. Alles klar, wunderbar. Ja, ich muss ein bisschen gucken, der Bildschirm ist ein bisschen weit entfernt. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, denn es wird wirklich, hoffentlich, ich will nichts versprechen, weil ich habe ja den Stream nicht gemacht, aber ich bin gespannt und es wird sicher interessant werden für die einen oder da draußen von euch, die auch eine PIMAX geordert haben, eine PIMAX 8Kx. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die PIMAX 8Kx, aber natürlich auch auf die Sword Controller, ne? Diese Controller, die angeblich ja die Index-Controller quasi vielleicht übertrumpfen oder gleichstellen werden. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Und ich bin schon ganz gespannt. Captain Carajo, auch dir hallo und ein herzliches Willkommen in diesem Stream. Ja, was habt ihr so eigentlich zubereitet für heute Abend? Ich habe mir ein paar Karotten gegönnt, ne? Ein paar knackige Karotten und natürlich auch mir ein Getränk gemacht. Ist kein Bier, ich kann kein Bier trinken, aber nichtsdestotrotz. Und ja, die ganze Corona-Zeit, die bringt einem so auf verschiedene Gedanken. Und ich ja hier als VR-YouTuber, bei mir ist es ganz speziell, denn ich frage mich immer, was könnte ich noch erstellen? Was für Videos könnten die Leute mögen? Was habe ich sogar eigentlich, was gefällt mir, was ich präsentieren möchte? Weil ich präsentiere ja nicht nur einfach Videos, nur dass die rausgehauen sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe jetzt lange kein Video mehr rausgehauen. Liegt aber daran, dass ich an sehr bestimmten Projekten arbeite. Unter anderem, der eine oder andere wird es jetzt wieder sagen, der hängt wieder mit seinem Ding hier. Nee, es geht um die Weste. Der Discord von der Behaptics-Weste ist ja aufgegangen letzte Woche und wir haben sehr viele Besucher bekommen. Unter anderem auch die Onward und Pavlov-Entwickler sind in diesem Discord. Also ihr könnt euch auf was freuen. Dann haben wir natürlich auch noch einen, ich sag mal, der Modder von Skyrim, der die Weste integriert hat, der ist auch dabei. Der hat auch Fallout 4 gemacht und Blade and Sorcery wird auch noch kommen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. What the fuck? Okay, keine Ahnung, was das war. Ich weiß es nicht. Irgendwas wurde aktiviert oder wieder deaktiviert. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch hören oder lesen, was auch immer. Erdnüsse ohne Salz. Ohne Salz. Ja, das ist auch gut. Das ist sehr gut. Lucky AT. Hi, Lucky AT. Willkommen. Und es wird noch ganz interessant werden, was ich sonst noch so auf Lager habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon gezockt habt. Was war das nochmal? Wie heißt das jetzt? Da mit diesem Kanu.
wo ihr so à la Splinter Cell die Leute abknallt, aber nur auf dem Kanu? Wird natürlich auch noch interessant. Das werde ich irgendwann auch noch spielen. Ich werde es mal ein bisschen testen für euch, für diejenigen, die noch ein bisschen Zweifel daran haben. Dann habe ich was ganz Cooles. Ich habe die Cut-Loco-Dinger, habe ich ja mal kürzlich gezeigt. Ich nehme das jetzt ganz vorsichtig in die Hand, denn ihr seht schon, es fängt an zu blinken. Liegt daran, boah, das ist verdammt helles Licht, Leute, da kann man sich blenden. Das sind die Dinger, die man an die Füße schnallt, also an die Beine schnallt und dann auch noch an die Hüfte schnallt. Und dann kann man quasi selber ein bisschen so rennen. Das ist die Alternative zur Cut-Locomotion-Tretmühle, hätte ich jetzt gesagt. Und das werde ich auch für euch natürlich testen. Ich werde es euch präsentieren und so weiter. Ihr kennt meine Reviews von der Hardware. Und genau, Kevin Flynn, du sagst es, Phantom Cover Ops. Ne? Ops, ja, genau. Ja, das Ding ist ja für die Quest erschienen und auch für die Rift S, beziehungsweise Rift. Naja, wer hat heutzutage noch eine Rift? Ein paar Leute haben noch eine Rift. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Also es gibt noch viel zu tun in diesem Jahr. Vor allem muss ich sagen, momentan bin ich echt begeistert von Behaptics. Ich weiß, ich komme immer wieder mit dem Thema, aber Leute, dieses Thema wird immer wieder kommen. Und ich kann euch so viel sagen, es gibt noch neue Hardware. Die werde ich euch dann auch präsentieren, was wieder Behaptics betrifft. Mehr kann ich noch nicht verraten, auch noch nicht, was für Spiele das noch kommen. Aber ich habe ja schon genug erzählt für die einen oder anderen da draußen. Ne? Die habe ich auch. Finde ich genauso schlecht wie die Cut VR Loco. Ah, okay. Da bin ich gespannt. Also ich bin ein bisschen überrascht. Einerseits hatte ich am Anfang Probleme, aber mittlerweile, was ich so nach gewissen Einstellungen so, muss ich sagen, nicht schlecht. Aber es ist für Enthusiasten. Ne? Achso, Valk of VR meine ich. Ja, okay. Alles klar. Optik, hi. Noch nicht gesehen. So, aber ich würde mal sagen, wir schalten mal ein bisschen um, dann seht ihr nämlich auch euren Chat ein bisschen. Ne? Das sehen wir jetzt hier. Jetzt seid ihr schön präsent. Ist das nicht schön? Und wir warten noch fast 7 Minuten. Vielleicht muss ich einmal refreshen. Könnte sein. Ja, Leute, dann machen wir mal die Getränke auf hier. Und ja, ich sehe schon, PIMAX USA ist auch da. Also der Survivor ist separiert hier und PIMAX USA ist auch hier. Es ist schon interessant. Also ich meine, letztes Mal haben die so viel angekündigt, die haben Zeugs gezeigt und ich war nicht erstaunt. Ich war eher verblüfft, aber nicht im positiven Sinn, denn es hat sich nicht wirklich viel gezeigt. Und ich muss einfach sagen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das Ding, diese PIMAX 8Kx, das ist eigentlich das Ding, was man sich gewünscht hat, als PIMAX ihre Brille das erste Mal angekündigt hatte auf Kickstarter. Das war so das Ding, weil was ich jetzt so gehört habe oder so, das soll ja eigentlich jetzt so das ultimative Ding sein. Ich bin gespannt, wenn ich es dann zu Hause habe, werde ich es für euch testen. Ihr kennt die anderen Videos schon. Wer nicht die Video gesehen hat, der soll mal reingucken, die 5K Plus und die 8K. Habe ich so meinen Senf dazugegeben und Tacheles geredet, was da abgeht. Aber ich bin jetzt nicht ein Gegner von PIMAX, nicht falsch verstehen, überhaupt nicht. Ich freue mich ja, dass es jetzt weitergeht und wenn jetzt die wirklich das bringen, was die versprechen, dann ja, könnte es sein, dass ihr vielleicht zukünftige Videos von mir, sogar mich mit PIMAX 8Kx seht, anstelle der Valve Index oder der Rift S. Gut, es ist noch die HP Reverb G2 ist ja noch auf dem Weg, ne? Die kommt auch irgendwann dieses Jahr. Und ja, die soll ja auch ein Ding sein, ne? Die ist ja in Kooperation mit Valve und Windows entstanden, also Microsoft, Windows. Und da bin ich natürlich auch gespannt, ne? Man weiß zum Beispiel, die Kopfhörer, das sind die der Valve Index. Dann haben wir das Panel, glaube ich, ist auch noch von Valve. Oder zumindest in Kooperation mit Valve designt und
erstellt worden, was auch immer. Dann das Faceplate, ziemlich ähnlich, wenn man das so anguckt, vor allem der Stracciatella-Musteraufsatz, ne, dieser Stoff, was sehr viel Schweiß einziehen lässt, was eigentlich krass ist, obwohl das Stoffding am Anfang sehr kühl ist, aber nichtsdestotrotz. So, dann lesen wir mal hier wieder. Wir hören dich, Phantom, ja, Phantom Cover-Ups. Moin, cooles Spiel. Die habe ich auch, finde ich, genau. Guten Abend. Hey, TP Max, willkommen im Stream. Sorry, zu spät gelesen. Guten Abend, Hank. Ja, Repu ist auch wieder am Start, da freue ich mich natürlich. Ich habe meine 8Kx storniert. Was? Und letzte Woche die 8K Plus bekommen. Mit DAS, also Deluxe Audio Strap, echt bequem. Bei der 8KX stören einem wohl eher die 75 Hertz. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Thema, ne? Die Herzzahl. Ich meine, was bringt dir eine fette Auflösung und Screen-Door-Effekt, Beseitigungsdingsbums, bla bla bla? Alter, was ist los hier? Ich glaube, das ist die Cut Loco. Ja, wenn die Herzanzahl nicht stimmt, weil das kann ja sehr stark dann für Motion Sickness sorgen, aber ich bin trotzdem gespannt. Gibt bestimmt wieder ein neues Brille PIMAX 8Kx. Ich würde mich nicht wundern, Kommando Echo, wenn das passieren würde, wenn dann wirklich so plötzlich die Ankündigung kommt und ja, jetzt 16K. Beziehungsweise es wäre ja dann eine 8K, aber ich glaube, das. Nee. So, wir sehen schon. Premiere in 3 Minuten. Okay. Ich bin gespannt. Na, Band. Ey, Wuffel. Schon lange nichts mehr gehört. Mann, oh Mann, oh Mann. Auch dir einen wunderschönen Abend. Willkommen im Stream. Schön bist du dabei und hast eingeschaltet. Da freue ich mich. Oh, ja, erzählt mal da draußen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gringo, der Gringo. Huhu, bin da. Yeah, super. Gringo, du bist auch da. Super, Mann. Erzählt mal, was macht ihr so bei Corona, bei dieser Zeit? Ne? Habt ihr auch in Deutschland jetzt noch dieses Zeugs? Ich habe zum Beispiel gehört, dass in Deutschland die Schweizer kaufen ja so gerne ein über der Grenze, ne? Und die Deutschen, also die in Deutschland werden die Schweizer gebüßt, wenn sie keine Maske tragen. Und das ist jetzt nicht ein Ausruf oder sowas, überhaupt nicht, denn ich habe gar nicht gewusst, dass in Deutschland Maskenpflicht ist. Also bei uns in der Schweiz ist es jetzt zum Beispiel so, dass es immer noch Selbstverantwortung ist, eine Maske zu tragen. Das heißt im ÖV, also im öffentlichen Verkehr oder auch auf der Straße allgemein. Und ja, so wurden also Schweizer, die einkauften, ne, die haben doppelt bezahlt, ne? Mehrwertsteuer und ja, interessant. PIMAX 16K Plus mit 40 Hertz. Boah, Alter, 40 Hertz, da bist du aber nachher durch. Dann wachst du mit schielenden Augen auf und bist raus aus der virtuellen Welt und bist dann auch nicht mehr in der realen Welt. Da bist du irgendwie so gefangen dazwischen. Repu sagt, er ist arbeiten. Ja, arbeiten leider auch. Ich auch. Lass dir dein Bier schmecken. Ich spare eher auf die G2. Die PIMAX X soll ja die Verarbeitung nicht so toll sein und ohne Ohrenmuscheln. Ja, also hier auf jeden Fall war die Verarbeitung kacke. Bei der anderen Brille war die Verarbeitung kacke. Dann habe ich gehört, dass die Pimaxen teilweise jetzt einfach einen Gummizug haben, aber das kannst du mit dem Fingernagel wegkratzen, also auch wieder kacke. Und ja, die ganzen Ohrmuscheln und so gibt es ja auch nicht. Sie haben so eine Mischung jetzt bei der 8KX gemacht mit Kopfhörer, irgendwie so à la Vive Pro, aber gibt es noch die Lite-Version, die eher sowas mit Rift S vergleichbar ist, ne, wo der Sound aus der Seite rauskommt. Ja, ich bin gespannt. Masken sind Pflicht, finde ich auch gut so. Okay. Gringo schreibt, arbeiten, zocken, Fahrradfahren. Was? Neues Bike, macht auch Bock. Ja, das muss ich auch wieder. Ich muss mal wieder los. Und biken, weil ist so. Es ist schönes Wetter draußen. Hier ist alles so schön dunkel, ne? Blau und rot gehalten, aber eigentlich ist es draußen so schön und ich bin hier im Dunkeln gut munkeln Style. Aber Gringo, das mit den Masken finde ich auch. Ich finde es gut, dass es eine Pflicht gibt bei euch, aber es ist halt schon
krass, dass wir jetzt auch so eins auf Asien machen müssen, ne? Wegen diesem Zeugs. Ist schon krass. Aber was soll man machen? Einen guten Grund, Stay at Home und VR zu zocken. Das finde ich wieder ein Vorteil, solange es nicht so heiß unter der Brille wird. So, was geht jetzt? Premiere startet gleich und da sehen wir schon, Pimax hat Verspätung. Also ich finde die 8K Plus relativ gut verarbeitet bis jetzt. Mal sehen. Ah, wenn sie bröckelt. So. Ihr müsst mir sagen, ob ihr den Ton gut hört, aber für mich ist es tipptopp. Ich hoffe für euch da draußen auch. Also ihr habt jetzt noch 1 Minute 40, um zu fragen, was abgeht, Hank. Pimax wird uns nur erzählen, dass die ganz Pimax-Sachen geschickt wird. Hey! Basti! Grüße aus Schwammerdinge! Sehr gut! Hi! Willkommen im Stream! Alles gut, okay. Passt. So, noch 1 Minute 10. Es wird spannend. Und ich sage euch gleich, es wird ungefähr so ablaufen. Hello, it's me, Sweetwiper. Welcome to another video. Nee, keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin gespannt, ihr auch? Also ich war gespannter bei der PlayStation 5, obwohl ich schon wusste, dass keine PlayStation VR 2 rauskommt. Das mal auf sicher. Machst du Live-Überschätzung, Hank? Was? Was geht ab? Ey! Jocon, willkommen im Stream. Videostream ist ein bisschen laut. Okay, alles klar. Gut, dann mache ich ein bisschen leiser. So. Ich habe ein bisschen leiser gemacht. Noch 13 Sekunden. Sag mal 12. 13 ist eine Unglückszahl. What's up? So, jetzt geht's los. Hoffentlich. Welcome everyone to the PIMAX Now event. My name is Martin. You may know me as Sweetwiper, but I'm also the European Marketing Director on PIMAX. Tonight I'm here with Kevin Henderson again, which is the COO of PIMAX. Kevin, welcome. How are you? I'm doing great. Great to be back. We're doing it again. Great Very to exciting. see you again. Yeah, Der hat einen absolutely. Bart It's bekommen, been a ne? while since our last show, of course. Oh yeah, And, this time bisschen we're a lot further seriöser als apart. letztes You're in Mal. Sweden and I'm out here in Florida. Yeah, I was just about to say Social that. distancing. Yeah, we keep the distance because of the coronavirus, of course. Right. But having that said, we're not live streaming this event either. This is a pre-recorded event which was made earlier today, and that is because we wanted to avoid any kind of interruption or any cutouts from the network as we experienced in the past. So this is recorded, but we are going to be available during the entire show in the live chat down here below on both the PIMAX official YouTube channel and also here on Sweetwiper's channel. Also, a couple of employees from PIMAX will be accessible to answer your questions. And also Ach so, Live-Übersetzung, ja. Event, after the 1 hour Ich werde ein paar Sachen übersetzen, keine Sorge. Keep this event to 1 hour, right, Kevin? Yeah, we're going to try to keep this one down. Also 1 Stunde sollen sie machen, mehr nicht. Letztes Mal hat es ja sehr lange gedauert. Q&A where we answer questions. So we have a lot of questions from people, over 200, I think, and we're not going to be able to get to all of those. Of course, that's a huge number, but we're going to try to do as many as we can, and then we'll hit the forums and other places. And we'll answer more. Okay, also es wurden ein paar Fragen schon gesammelt und die werden dann hier beantwortet. The CEO of PIMAX wanted to send the best greetings and also a personal message to all of you. Jetzt gibt es eine schöne Willkommensnachricht vom CEO. Users and friends. My name is Nordic, CEO of PIMAX. Thank you for taking your time to watch this video. It's about 8 months since last PIMAX day, when it was all peace, no virus. Things changed. Would change, and the PIMAX 2. Back to the days of PIMAX Kickstarter era. It was exciting, yet very scary at the same time. Exciting because we knew that
we had just managed to introduce the technology that didn't exist on the market, and it had won the hearts of their enthusiasts. But also scary, because frankly speaking, the size of the project surpassed our expectations within the original deadlines. After the honeymoon period, what followed with delay after delay, and not just a few times, but numerous times. That ended up earning PIMAX an unfortunate image of endless delay. We were rightfully accused on social media and forums Bisschen lauter, wieder lauter. for bad communications, lack of transparency, and So. of course, many delays. It's all true, and we have learned our lessons the hard way. Previously supportive backers became disappointed. Oh ja, da war ich einer davon. Sometimes disgruntled, turning their backs towards us. What a show PIMAX do is never give up and to work closer to our users and listen more from you. Recently, the most of all, we are extremely proud and very excited to see your reactions and feedback to our new flagship headset, the PIMAX 8Kx switches with native 4K rendering per eye, no screen door effect, and ultra-wide field of view. Also kein Screen Door Effekt, Ultra-Wide Field of View soll es haben und bester Komfort soll es haben. Proud to tell all of you, yes, we made it. Back in January of this year, Digital Trends awarded the PIMAX Vision 8Kx the best of VR device at CES 2020. For our entire PIMAX team, this moment was a priceless moment of truth to see people from all walks of life. Science, education, Also, dass sie das vorgestellt haben 2020 auf der CES, dass die Leute da kamen und das gesehen haben, ausprobiert haben und die Reaktion gesehen haben, da waren sie sehr stolz drauf. Ich glaube, das ist jede Firma, hätte ich jetzt gesagt. We are so fortunate to have such a diverse PIMAX community with members of different backgrounds from all over the world. Und sie sind stolz, dass sie so eine große Community haben von der ganzen großen Welt, von überall. And thank you for your support. Thank you. Thank you, Nordic. Thank you. Thank you, Nordic. Right. Nordic. So, Kevin, we have a fully packed schedule for tonight. We're going to try to keep it within an hour. There's Okay, das erste ist schon passiert. Die Grüße von Nordic, PIMAX CEO. Das nächste ist PIMAX 8Kx Versand. Und jetzt habe ich das Ganze nicht mehr gesehen. Also der nächste Punkt geht um den Shipping Release, also wann wird es versendet. Das möchte ich ja eigentlich wissen. So stay tuned for that. Kevin, I think we're going to start up with talking about the main event of this show. Yeah, the biggest item is our new 8Kx. Yes. And the 8Kx for the backers, as you know. Okay, die Box sieht schon mal schöner aus. Almost 400 people who opted into the 8Kx during the original Kickstarter. A lot of them got their samples. Loaners, of course, they've been returning those. Well, guess what? You know, now we're finally shipping the 8Kx. And it's a pretty amazing that we've okay, been able 76 Stück sind die jetzt gerade am Versenden. Die ersten 76 Stück. Das heißt, nicht alle Bäcker bekommen, sondern die ersten 76. We have manufactured 215 die Tracking-Nummern wurden gemailt. Also wenn ihr da draußen noch keine habt, entweder habt euch PIMAX vergessen oder ihr seid nicht die Bäckernummer, die PIMAX sich ausgesucht hat. And of course, we're going to continue on. And in the month of July, we expect ja, dann gibt es natürlich das Standard Modular Audio Strap gibt's dazu und das neue improved dünne Face Cushion Dings. Die sind immer so schnell hier. 8Kx units together with the standard modular audio strap to the 8Kx backers as of today, right? Yeah, so, and we also also nur für euch Leute da draußen, ich habe keine Nummer bekommen, keine Shipping-Nummer bekommen. Und ich war einer der ersten von der 8Kx. Improvements that you get from it. Oh, but yeah. Yeah, the 8Kx, the new standard modular audio strap, the new thin foam, 215 people, which
which is almost 60% of all the backers who pledged for that item. Also for the X 215 have their Stück, units already 215 manufactured. Backers So- gab es für die So 8KX. by Ich the bin einer beginning of davon. next week, we could say Yeah. there's going to be more than 200 people who are going to have the 215. tracking number. Yeah, 250 Also people who nächste are gonna Woche, have the tracking anfangs number nächste for Woche the sollten 8KX. That's 200 more Leute than ungefähr half of ihre all the Tracking-Nummer 8KX gekriegt backers. haben. Yeah, there was 383 total. And it'll Und be da steht auch, alle 215 out of 383. 8KX Backers sollten im as we Juli move forward, gebackt we worden also sein. commit that we'll Also get everybody done beschifft. in the X-Backer in July. Beschifft. Yeah, so first we begin Das with the Teil, backers. Of course, it's almost beliefert 400 bekommen people, haben. and they're all going to be fulfilled during July, which is like, Right. yeah, July begins Okay, in 2 days from dann now, right? wird hier noch gesagt, Ja. dass Then die right after that, we're gonna Produktionsskala fulfill the backer rauf erhöht upgrades. wurde. Also The sie haben people mehr who, Leute, die jetzt for instance, produzieren. opted And the out pre-order from the stretch as well. goals and went for an 8KX, for example, right? Yes. Yes, Yes. and right Hier zeigen after sie nochmal that, das Facephone, which doesn't- das shouldn't überarbeitete. take that long. Gefällt mir No, immer noch Right after nicht, that, we weil should es wie start die with alte the Vive pre-order aussieht phase, oder auch right? All Vive the Pro. pre-orders, sending them to around the world. And as many as we're of these units as we're producing now, and you know, we started producing these back on May Die Linsen 25th, sehen gleich aus. and it's a good thing we started then because it was real slow going at first. You and I were talking about Sieht ein this, bisschen and wie we ein thought, oh, Mix man, aus you know, at this Pimax rate, und we'll never get 'em Vive done. Pro aus. Then Also they man started weiß getting schon, wo more die and more abgekupfert and haben. more. And then all of a sudden Und they dieses say, hey, runde we did Ding 20, hier, we did das 30, hier, we did, you know, and that's a, you know, das much ist, nicer numbers. We're like, wow, das sind this ja thing's die this thing's gonna ramp up quick. Speaker, die da And dran also, sind. there is a Und good ich habe schon reason. gehört, dass I die mean, nicht so except for the gut corona, seien. Problem we've had Yeah. worldwide. Werden wir natürlich there are sehen. specific reasons why we had to delay the units. I mean, the shipment of the units. Because let me tell you, we've done CES back in January. We did VR Days exhibition before that. We did the US road shows. We did a couple of European road shows before that as well. And we discovered some issues, some problems, some small modifications we had to make to get this unit to the Okay, stage where we der actually can Grund feel dafür, proud dass of sich die it Pimax being final. 8KX We don't want verzögert to hat, have like a liegt development kit angeblich out there daran, in dass the sie so public. viele Shows We wanted to have a mit final Präsentation device. gemacht CES, haben we und had darauf 600, vom 700, Feedback 800 people bemerkt try, haben, dass die Brille the nicht 8KX. perfekt And then ist, dass those- die noch and then in our einige road shows, Sachen we had a ton of people at each show haben, die try. optimiert And werden during müssen. that time, we learned so much. Ich denke mal, die Yeah, hatten we aber thought genug that we Zeit, had wenn ihr mich almost the fragt. final, basically the final Yeah. unit back at CES, but we were wrong. We found problems, of course. We found Sie haben problems with Probleme the gefunden. hinges, with the Interessant. mass, or I mean the audio. We found so many small issues and we fine-tuned it. It took a couple of months, but Es ist as a interessant, dass Pimax die employee schon myself, gesagt haben, I im can feel proud Dezember wird es about verschickt. the Das heißt, die achievement mussten ja we bereit made. sein, dass dieses How Ding final quasi it is. schon Yeah, it richtig turned am out great. finalen It's a Punkt war. final Und unit, jetzt wird plötzlich finally. davon And that's what gelabert, being dass shipped die right now to jene backers. Probleme noch Superior. gefunden I haben. mean, Kleine the Bugs, experience die die is Brille better nicht than the zum ones at optimalen CES Ding by a long verschaffen. shot. The chipset used on the PCB is superior. All of the optimizations we've made in the driver are far better. I mean, there's just Aber ich so sehe much. schon, The die cables are verarbeiten. new. Guck There's just mal so die much Kanten an. Da that has sind doch been wieder done, diese Risse, wenn ihr mich fragt. since Oder then. da. We improved the hinges. We improved Oh, all Mann. of the way the housing fits together, and it's powered by USB. We did a lot of Seht ihr das? optimizations Seht on ihr das? power. There's just so much Das that ist makes these units uneben. better than anything we've done before. Also hier ist es And eben talking July, und if you're an X-Backer, das, was ich gezeigt habe, war and then uneben. later Das you have heißt für mich August, wieder, pass auf, for, Leute. for Passt your, auf. upgrades, Ich kann mich auch irren. Ne? and some of the pre-orders. Aber was ich da sehe, I think we'll probably be completely done with the pre-orders in September. Wow, that sounds awesome. I'm so Aber sie hatten- excited to hear about the bis jetzt. first impressions and all the backers' thoughts. die about the Basisstation, da 8KX. musst du And noch drauf I warten. mean, Die kommen I'm erst. Gonna be quite neat. confident. Yeah, and I feel totally confident that Und es sind nicht die every single 8K-Basisstationen, du backer kriegst will be normale. satisfied with this product. I mean, I've been testing the final units here. I have a couple of them with the S-Mass, with the D-Mass, which we're going to cover Right. later. And I'm just amazed how far we have come. I mean, basically from scratch when all this began back in 2017 and the whole idea about Wir sehen es uns 8KX noch mal just kurz was an. born, Es ist right? cool, dass die so eine nahe Yeah, Aufnahme and macht. they- Das ist and doch schön. Some of the things came from the feedback. I mean, the CES feedback, people said, hey, if you had a thinner foam or Ja, one da sieht without man's the wieder. glasses, Yeah. cutouts on the Also sides, they nur so said, als "Why don't you Beispiel. do Ihr that?" seht auch We hier, talked to Robin about that day. He says, okay, he called the office and seht ihr all das? Die for running, Unebenheiten to get that teilweise. in there, and a giant list of Da other diese little things that we thought
Hier vor would allem, make it da, better. die Yeah, I Unebenheit. could just So, mention the und thin foam here. Hier sieht man es It's a auch new wieder. Also man foam sieht es which immer has wieder. the Ich sage same jetzt nicht, material, das the muss so same sein cloth, wie jetzt bei diesen but anderen it's Modellen, aber thinner, of course, and it also do not have das these müsste besser cutouts sein, for the Leute. glasses, which means it Right. removes Komfort or ist eine eliminates Sache, Stabilität the ist die light andere. bleed that you had in the past. Some people had that. Some Exactly. people with more narrow faces and such, Oh, they could have some light bleed, Nee, especially when you ich had lasse a es jetzt. very bright room environment. So yeah, Yep. that's gone. That's fixed now. And also, not only does it remove the backlight, but it also Yep. helps you with the distortion Also das neue on the Face Foam, outer edges das soll on the jetzt left das and right peripheral Licht, view. was von Because some außerhalb people kommt, can actually Yeah. see- yeah, a lot of soll people, or jetzt some people reduziert at least can werden. see it, Also yeah, dass es so richtig just schwarz especially ist, on dass the ihr wirklich large nur field of das view. Licht I habt in der personally do not see Brille. anything on the normal field of view, but once I turn on the large field of view, I can see a little bit of distortion, but once I tried the thinner foam for the first time, it did really help. Aha. I'm not saying it's perfect now, Interessant, but it's also way Distortion better, hat because der the distance Reviver is jetzt doch minimized, noch or I mean, gefunden, it's- aber you hat get a little bit dann closer das dünnere to the Facefoam panels or the benutzt und dann war die optics. Distortion I mean, the weg. distance between Also das your eyes heißt, and Distortion the, ist immer and noch the da. lenses. And that really, really helps, I think. I would add to that. Das ist that interessant the zu wissen, mass dass helps Distortion with the nicht visual beseitigt experience wurde. too, Es because wurde because minimiert the mit dem headsets are Facefoam, designed to pull where aber the wir haben ja force auch verschiedene Yeah, on the Augen. back of your head where it pulls directly towards your face. Yeah. And so you combine the thin foam and the mass where you tighten the headset directly evenly against your face. Those two things for a lot of people make a huge impression. Yeah. So and they really like it. Absolutely. And Kevin, I think we have to add this though. I think Yeah. we may have some new audience in here in this show, maybe looking at this live or right after or any day Right. after. And all people might not really know what the 8Kx is about. And I'm going to bring up some slides here so you can see the specifications of the PIMAX Okay, nochmal die 8Kx or the PIMAX Spezifikation, Vision ne? 8Kx. Zweifach 4K As we said many Resolution times before, mit zweimal I just Panels, want to take it 3840 quickly, x but this is 2160. basically the world's Native first 4K native ist nicht eine 4K 8K-Brille, es ist eine for 4K-Brille, einfach consumers. So doppelt. it's a Das ist eine consumer-priced Verkaufsstrategie, klar. VR headset with a wide field of RGB view, with Stripe 4K Matrix, resolution. das ist gut. It uses Matrix, RGB Stripe Matrix, LCD-Displays, das heißt der High panel Schwarzwert utilization. ist natürlich Yeah, ein it's a bisschen higher besser. panel utilization than the previous models Minimaler of the Screen Door PIMAX. Effekt, In also er the wurde native nicht mode, it uses beseitigt, 75 nicht falsch Hertz verstehen, was refresh die da rate, labern, but you er can wurde also minimiert. turn on or enable directly in the PyTool software. With one click you can change to the upscaler mode, and then you can run this headset in 90 or 120 Hertz refresh rate. Also So 90 the oder specifications are 120 awesome and basically Hertz tells you Refreshrate what this kann headset eingestellt is about. werden. It's Ne? probably the most sophisticated consumer grade headset out in the Dann market dieses today. Brain Warp Support, ja, das Yep. war schon klar, And, das ist and dieses now that we've spezielle combined a lot of other pieces that we Renderfahren. were missing before, you know, the facial Farbkorrekturen foams, the sind comfort drin. kit, which is something Ich kann we nichts introduced ich in kann the nicht, Vision nicht series alles up with lesen 8K hier, Plus die sind einfach zu is in schnell, this, the machen new die vielleicht modular audio extra. strap, integrated audio. This is the full package, and it's the first time at PIMAX that we've actually offered the 100% complete headset. Was mir with nicht all so the pieces gefällt, that we- sind wieder that we've diese envisioned, you know, from the early Ösen, days, and ne? all these Diese pieces take Zylinder. into Das account ist dieser just Aufbau, den haben die countless behalten. amounts of feedback Das from hier. customers and Ne? backers and Diese others, Dinger hier, die könnten vielleicht noch that brechen. pointed out what they'd like to Da hätte ich see, mir was Besseres in gewünscht, these, aber you know, the reason that we went modular on the audio strap is so that you could change out the foams, you can change out the, Aber man you sieht know, on the schon, comfort kit, the face pad. es You ist can ein bisschen do- angepasst you can worden. Eben, customize ich these kann mir nur headsets any way vorstellen, you dass man want. bei diesem Yeah, and all of Facepad these accessories will recht be sold schwitzen separately wird as hier. well if Und you ich meine, wanna ich mit einer combine something, if großen you wanna Stirn, switch the audio, ne, im headphones Sommer, or das the ganze comforted Zeugs, foams or whatever. So yeah, das wird das it's Ganze a modular aufsaugen. design. That was the whole idea of PIMAX from Aber es start, soll I ein guess. modulares Design Right. sein. But we should mention a few things that are different about the 8KX, some technical changes. You know, one of them is that the 8KX doesn't have the top USB port; it only has the bottom one. That's one change. Okay. And you know, and the second change Also es is gibt keinen the oberen 8KX USB-Port uses mehr, sondern nur einen USB unteren. for the power. All of our other headsets, you actually have to use an AC outlet and plug them in. 8KX doesn't require that. You can plug it straight in your computer. Das It uses two Positive USB ist, es ports. braucht kein Yeah, and externes lastly, Netzteil mehr. we will cover eye tracking in a second. And if you're worried about the USB port and the eye tracking support, don't worry, we have a solution for that. Yep. So yes, Kevin, Yep. what's our next topic then? Next topic is the artisan.
course, Oh, we've jetzt talked kommt die about this a little Artisan. bit, but Ich weiß the nicht, auf die new stehe ich gar Artisan nicht. limited Das edition ist so is ein, the so same ein, as so the ein It's not a new Zwischending. headset. It's the Hab same die as the 8K Plus mit original dem Artisans, except it Faceplate-Hank, has the ist new super ruggedized bequem, blue kein housing. Vergleich zur alten 5K Comes Plus. with the comfort kit. Of Okay, course, it's compatible with all of the other pieces that we make, and the wie sieht's thin mit dem foams Schweiß and aus? the modular audio strap and all of Primax those things. 8Kx. But that's now back in our PIMAX store today. So Kevin, the new Artisan, is it going to replace the old one, or is it just a limited edition for now? It's just a Woodghost, limited wir müssen edition. zusammen reden, was This die, is just a limited run of was these die special Star VR Artisans with blue betrifft. housing, with the ruggedized housing. We over time, as we do, with all of our headsets, we evaluate the parts. A lot of our headsets now come with the comfort kits that didn't come with it before. Yeah. So Okay, we analyze ohne that die as Locks we go Audio Strap, and da make sieht man those das decisions as klassische we go. Dings. Also But das this Ding is ist a limited unbequem. edition Das Artisan weiß back in the ich und das PIMAX weiß store jeder now. von euch, So der da draußen eine people that have Primax been hat mit waiting to diesem see Ding it in hier. the store can pick one up now. So it basically got the facelift. we can Got the call it facelift. facelift. Yeah, with Yep. the new comfort kit, which Okay, danke, Rico. tremendously improves the comfort and Yep. the distortion, And as I said and before. you can get the mask for it. It won't be long before those masks that we're Klar, manufacturing Woodghost. become available separately. That'll be in August. Yeah. But if you have an Artisan, you can add the PIMAX mask modular audio strap to it. Have the comfort kit comes with it already. Right. You can add things like Also die eye Primax tracking and Artisan hand tracking ist to eine the Artisan. limitierte And Edition. you can change out the foams on the Was heißt mask. You das can do jetzt a wieder? lot with it that you can't do with other headsets. Also kriegst du So, vielleicht gar I think nicht people will alles like it a Zubehör da lot, and it has drauf. a So mit very attractive Facepad entry-level und diesem price, Strap, was so. ja sowieso I komisch totally ist. agree, and I'm actually looking the notes here. This version, the limited version or limited edition of the PIMAX Artisan, is supposed to be up on our website now for purchase, right? And it's the same Yeah. price as before. It's $449 plus shipping. Right. Also And die we Artisan also are hat offering einfach noch fast dieses priority shipping blaue with the FedEx and Überzeugsgehäuse, DHL sage ich dispatch jetzt mal, within was man 2 ja or 3 angeblich business wegkratzen days. kann. So that means Einfach quite wasserfest und so fast delivery, I guess. und noch ein paar Yeah, andere we've Sachen. improved the shipment of the headsets quite a lot, and we're trying to improve all of our logistics across the board, which Yeah. includes getting people their base stations and other things as fast as we can. Yeah. We've been increasing the staff that are dedicated to that. We've added a lot of things, live chat support, among other things, so people can reach us more often, more easily. Okay, jetzt kommen sie faster, über den Support, and was die on. so We've ein got bisschen more bei work to do, Pimax verbessert haben, on wie that. We're gonna keep doing Live-Chat it. für We're growing as a Support und so. Ich company, meine, das and kennt man we're von gonna keep adding. jensten Firmen. Und Absolutely. And Yeah. for those of you who do Okay, das not brauche ich nicht. know what the Artisan is about, I'm bringing you up some hier sieht man nochmal specifications here. Artisan, And this Yep. is the niedrigere entry-level Auflösung, PIMAX VR LCD-Panels headset. wieder. It has the Right. resolution of die gleiche 1700 x Strap-Matrix, 40p. It's RGB Low matrix, Screen Door Effekt, das panels. wird immer It verwendet. has a Das muss very einfach immer noch low rein screen door in die effect, just Specs. like the Ne? PIMAX 8K Aber Plus. das sagt gar nichts aus. It has a wider field of view than basically any other non-PIMAX VR headset on the market. It's around 140 degrees horizontally or 170 degrees diagonally, right? Okay, und eben So, this das is Komfort-Kit basically a PIMAX wide und field das of view headset. It blaue doesn't have the largest field of view modem, Überzugsgehäuse, das ist das but Einzige, still, was bei der considering the Limited price, Edition new dabei ruggedized ist. housing Und now, ansonsten the kriegt ihr es comfort in case, dieser I mean, Form, this is ohne quite a good Überzug package, und I would ohne And it works speziellen it can work with computers that have a DAS, little bit sag lower ich jetzt video mal. card, a little bit less memory, Yeah. lower processor, has a little Genau, bit less genau, Repu. in the requirements department for your PC. So for a lot of people, it's a great entry level, and it can work with basically any computer. It has a decent Aber discrete video genau card. meine No Meinung. 2080 Wieso Ti machen is die nicht required for einfach an vielleicht Artisan. 3 Brillen, so wie es am And a Anfang lot of people who gestartet have hat tested, who und already verbessern purchased die the fortlaufend? original Oder einfach Artisan ein without the richtiges. housing and without the comfort kit, they're Aber das super ist happy Marketing, with it. das ist Marketing. Some people say that it even have better Und or es the ist best asiatisch, screen das door bedeutet, effect than die the 5K bauen und Plus. bauen und Ja. bauen So und yeah, it's a bauen. great Die offer. mögen es It's zu available bauen, now Leute. in Yep. the Und store kaum ist if eine you Version are draußen, looking for kriegst du schon die nächste entry-level und die VR nächste. headset. Die gucken And nicht remember, drauf, ob the jetzt die PIMAX schlechter oder Artisan besser will war. only be Die machen available einfach at die our neuen. official Das ist PIMAX Mass store. Production. So the ruggedized housing and the comfort kit will only be available through the PIMAX store for now, at least. Right, Kevin. Our next Yes. topic is eye JK, tracking. ja, 7 Indeed. Inventum. ist leider We're so. now beginning to produce these things. Jetzt geht's um So, Eye-Tracking. very Interessant. exciting Die that, ersten we have 200 our Units first 200 werden im units Juli shipping in 2020 July. verschickt, also 200 nächsten Units Monat, Have their July. own box, their own voraussichtlich, Leute. packaging.
It's something we've been working on and talking about Das a long Interessante time. ist, wenn das Spiel, was ihr am And, liebsten spielt, of course, kein we hoped to Eye-Tracking been out unterstützt, sooner, dann bringt but das Zeugs, here we dieses are. We Modul, finally have gar them, nichts. Und krass ist ja, and du people are going to bezahlst start drauf. receiving them. Ne? Das wurde that letztes opted Mal, for. wurde das ja The eye tracking angegeben. has, in my opinion, is one of the best upgrades that you can get for a PIMAX, because it's Ich will die basically the Controller, ich will meine equivalent of getting a verdammten Controller next sehen. generation Ich will nicht video card. Eye-Tracking, vor allem wenn ich es jetzt nicht kostenlos kriege. Jetzt muss ich dafür bezahlen, dass ich die eigentlich gebackt habe. Yeah, Kevin, we're going to Da cover gab es that einen in a großen second, the Shitstorm dynamic letztes forwarded Mal, rendering. dass But I das would like to ask rausgekommen first, or ist. cover first, Und die haben es what dann ein are the bisschen differences limitiert. with Die this haben es new, ein bisschen version reduziert vom of Preis the her, aber du eye-tracking, or bezahlst basically immer the noch was. final version? I have one of these here at home. I've been testing them for Wenn almost ich a week Eye-Tracking now. möchte, dann kaufe ich mir eine And, Vive Pro. I can say that Eye. the whole bezels are Aber now nicht eine Pimax. thinner, right? The Yeah. bezels around the eye tracking. Yeah. Also, the camera or the housing for the cameras in front of here, which are, well, between your eyes and the chins, they are thinner as Basti, well. wenn which du die means you get Artisan more hast, wieso space, kaufst du dir noch for eine instance, Index? if you use glasses, but also more space Oder hast du die if you zuerst happen to gekauft? have a big nose, just Bestellt. as I do. So yeah, there's been improvements. Also, the sensors around Es the sieht schon nice eye-tracking aus. has Es been, sieht schon nice aus. rearranged a little bit So to richtig Hightech. optimize Vor allem the diese tracking Lämpchen auf der Seite. accuracy. 4 Stück hat es pro Seite. And the USB 3.0 versus USB 2.0, technically, the actual, as it moves where the rendering happens, is much faster than what we saw at CES and what we showed people at CES. Yeah, So some this people unit's try. had a lot of refinements and a lot of technical improvements that were, Okay, für once diejenigen, again, die es wissen that wollen, were wann brought kommt das up at Eye-Tracking CES, raus? where we, Eye-Tracking wird we worked with erst our verfügbar partner sein, and we're able to get wenn those Sie mit improvements in there. der mit dem, wenn Sie alle Formulare von den Bäckern, die dieses Eye-Tracking quasi Yeah. gebackt haben, wenn die alle Formulare zusammen haben, dann wird das The eye ausgeliefert. tracking is made by 7 Benson, and it is a modular or a module, so you can easily clip it on and clip it off any of your PIMAX headsets. It takes less than a minute, I would say. You take off the comfort kit, you clip it in. There are some magnetic clips as well. You Also es hat Magnetverschluss double für das tape thing, Eye-Tracking, which is, included aber as auch well, but you für don't have to, because there are clips already Klebestreifen. made on any of the PIMAX headsets, so it just fits right in there. They move together with the IPD adjustment, the mechanical adjustment. So of course, if you have like an extreme Also mit IPD of 72 or IPD-Einstellungen wird maybe das 60, mitbewegt. the eye Wäre ja tracking will komisch, wenn die work nicht with mitbewegen. any Das muss ja IPD so as sein. well, because it moves just like the lenses does. Yeah, that was part of the changes, was to get in their ability to work with a lot wider variety of people. Was man natürlich and to make nicht sure that it weiß, uses ist, the dass full sich field der of view that axiale PIMAX Abstand zu headset eurem has. Gesicht wieder And ein it's bisschen not just verringert und clipping, but it's unter also being able Umständen to eure detect Nase, wie position zum of the Beispiel mein eye, Riesenzinken hier, within the ein bisschen wide field of Probleme view. kriegt, So, wenn you dann had a plötzlich lot das of aspects of IPD that anders ist that oder we had so. to work on. Das müsste man dann This is what we anschauen. hoped it would be. And those are in full production now, so everybody who is expected to get their eye tracking module will see them in July and August. Alles klar, Wood Ghost. And then Ich we'll habe make dich them nicht vergessen, available keine Sorge. for $199 on our website. That's great. And the backers can get them for $99, right? Yes, Genau. which is less Also, than the das cost heißt, it is ich to actually als make the Bäcker thing. würde das So, Ding für $99 backers, kriegen. I highly recommend that you Ursprünglich jump on the $99 kostenlos deal for the limited für alle time Bäcker. that's available. It's a special Das war ja ein Stretch deal that Goal, we jetzt made, $99 together und ich habe with, keinen 7 Bock auf Benson. They were nice $99, enough to überhaupt work nicht. with us Yeah. to make that happen. Da muss zuerst So, das richtige the Spiel $99, existieren und ich will glaube, be da kommen available noch to gewisse backers, Brillen and then raus, die dann later we'll increase the kein price Eye-Tracking and we'll put benötigen, it um up as richtiges an geiles item Zeugs that you could, that darzustellen. anyone can add. Oder ansonsten ist es in der nächsten Brille Absolutely. Kevin, verbaut, I want to get a little bit standardmäßig. deeper Das into kommt the sicher eye-tracking irgendwann in here der and Zukunft. also the dynamic forwarded rendering. Some people might ask why eye tracking. I mean, there's Genau, not so jetzt kommt, many wieso games yet Eye-Tracking? who uses eye tracking really, and not many games can actually take or use the potential, bring the potential out of eye tracking. I guess not at this Right. point, but there is one thing that actually brings my attention and what makes me really excited about this eye tracking, and that is the dynamic forwarded rendering.
If you're familiar with that, or if not, you may have tried the fixed forwarded rendering on your PIMAX because it's already built into the Also Python, Forwarded Rendering, you're limiting the resolution da wird jetzt dieses Eye-Tracking-Modul quasi unterstützt. Ne? Das heißt quasi, dort wo ihr hinguckt, da wird es scharf und dort wo ihr nicht hinguckt, da ist es unscharf. Macht ja Sinn. Und dieses Forwarded Rendering funktioniert genauso. Eben dieses dynamische Forwarded Rendering. Seht ihr genauso. Where you're focusing, where you're looking, those areas are going to move with your eyes. So you always look, I mean, the point where you're always looking at will always be sharp and full resolution, while the outer parts where your also sagt quasi, das Positive ist, eure GPU wird natürlich eingespart. Ne? Das heißt, das Spiel kann bessere Grafik haben, aber seien wir mal ehrlich, jetzt mit Skyrim. Skyrim läuft. Skyrim läuft. Absolutely, there's no lag. I can testify. Es gibt keine Verzögerung, sagt er. At all. I cannot see any latency issues at all. I've been using it for a week now, and I've done some tests, which I will go into any second. But I also want to add that this was actually discussed during CES earlier this year when I met Andrew from 7 Inventum. He told something specifically which brought attention to many people. The DFR, the dynamic forwarded rendering, will be on driver level, which means it's basically Hi Lixnix, willkommen im Stream. NVIDIA VRS, which is the variable rate shading. And that also means that the developers of games do not need to do anything for the game to support dynamic forwarded rendering because it's built on driver level. It's going to be built into PyTool just like fixed also Forwarded Rendering wird über den Grafikkartentreiber übernommen. Half-Life Alyx, Skyrim, Fallout 4, das heißt, die Entwickler müssen gar nichts machen. Most of the games, I would say 90% or even more will work with dynamic er sagt forwarded rendering 90% oder mehr. Also nicht 100%, aber 90%. Auch wenn der Entwickler nichts machen muss, das Spiel muss es ja trotzdem irgendwie unterstützen. Also das heißt, wenn der Treiber mit dem Spiel nicht kompatibel ist, dieses Forwarded Rendering, dann bringt es nichts. Aber 90% der Spiele sollen funktionieren, laut Svival. With other video cards, but the DFR feature itself does require an RTX. So, yes, and there are also some also Dynamic Forwarded Rendering, da braucht ihr eine ATX-Grafikkarte, dass das auch funktioniert. Das ist noch die Voraussetzung. Well optimized for VR anyway and runs perfectly smooth on the 8Kx, but it does not gain from Dynamic Forwarded Rendering, which is strange. But I think that those games that do not support it ich mag einfach die ganzen Kabel nicht, die da überall noch reingesteckt werden müssen. Und das hier da unten, forwarded rendering to work as intended, I guess. So, genau, das kommt noch dazu. Danke, Commander Echo. Da hast du auf den Punkt getroffen. Das heißt, ATX-Karten sind Nvidia-Grafikkarten. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Radeon habt, dann funktioniert das überhaupt nicht. Oder zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein Treiber-Update oder Upgrade, was auch immer, aber ganz genau. Yeah, due to the limited amount of time I had, especially preparing for this event and also some other projects which we will talk about later. Bastine Vive Pro, Alter, gib das deinem Nachbarn und ihr zockt im Multiplayer, ist doch ganz klar. Probably some of the most popular VR games on the market today. And the games are Skyrim VR, The Walking Dead, Saint of Sinners, Zero Caliber, Half-Life Alyx, of course, and The Forest. Well, for all these tests, I have used DFR at aggressive mode, which is basically the max mode of dynamic forwarded rendering, because I wanted to see the full potential of what the DFR can really gain in terms of performance. So, I have to also apologize for the low recorded frame rate of this recording. The games were running smooth. Also hat das Ganze getestet mit Half-Life Alyx, The Forest, Skyrim VR und da war, glaube ich, noch ein Spiel. Und die FPS, die ihr jetzt seht, das sind nicht die nativen FPS, also das Videoprogramm hat es anders aufgenommen. All tests are made on the final PIMAX 8Kx or the Vision 8Kx version, which I have over here in the native 4K resolution.
Now my GPU is in RTX 2080 Ti and my CPU is an Also, Intel i9 9900K processor. So yes, it's a beefy PC, right? okay, also als er das getestet hat, hat er mit einer 2080er Ti gezockt und einen 99 fidelity to the max. i9 And remember, all these 5 games, i9 at least 4 of these 5 games can 9900. run smoothly on an 8Kx. Also ein Beastly PC hat er Unless I gesagt. go too far with the settings, which I done in this test. So let's begin with Skyrim then. I'm running it in large. Okay, das ist jetzt krass. Also with er hat einen the fetten full PC native benutzt, um das resolution Ganze of zu 8Kx. testen. It's Und DDR6 ihr da draußen, ich weiß nicht, ob 100%, ihr so einen both fetten the PC habt oder auch sampling mit so einer and the fetten game graphical Grafikkarte. Für options mich are ja, maxed out aber completely. es gibt viele So, unter when running uns, this die haben nicht so einen without Beastly the PC GFR und die on, wollen I get natürlich auch 55 zocken. frames per second in average, Und er which präsentiert is way natürlich lower jetzt than alles, was er usual, mit of course. seinem Beastly If I turn PC down a little erreicht bit of hat. the Ne? settings and run in normal FLDW, that would Eben be mit perfectly Highest, smooth. But Ultra now it's Graphical extreme conditions, Settings, remember that. Super Sampling, Now, once I turn maximal. on the DFR, the dynamic forwarded rendering, we get a stable, smooth 75 frames per second frame rate Und in er hat this game on the 8Kx. That's an 75 increase of FPS gehabt. 36%. Konstante 75. One Verstehe thing ich you might auch. Mit einer mention 2080 is Ti, that 75 frames ganz per klar, second is the ja, maximum habe ich that auch. you can get on a native Habe ich auch mode in ohne 8Kx. Eye-Tracking. So the Aber real benefit that you're getting ich finde, from eye tracking on es sollten Skyrim is hier actually probably nicht higher. die Probably around 40, High-End-Specs 45%. verlangt werden. Now That's right. Ne? let's move on to the next game. I'm going to talk quickly Ja, auch wieder. through this. The Walking Dead Saint and Sinners also maxed out in all settings, large field of view, and also in game there's a super sampling slider which I put into 125%, which is crazy high, especially considering we're already running this on 4K resolution. Also right? hier hat er sogar noch den So, I'm Scaler not using any aufgesetzt, anti-aliasing also because it's raufgesetzt really im not Spiel. necessary at Der this hat mich point. nicht mit Without 100, the DFR, Su- I get 100% 63 Super Sampling, sondern mit frames per second. 125 Turning gespielt. it on, I get a stable 75 frames per second and could probably go like 85 frames per second on average. So the increase here is 17%, which is I think is the Also er hat lowest one in 17% this test. mehr Leistung But it bekommen mit still shows how Eye-Tracking. much, Ne? the Mit dem dynamic forwarded Dynamic rendering can do Forwarded even Rendering. with a very optimized game like The Walking Dead Saints of Sinners. Now the next one is Zero Caliber, a very GPU heavy game. I mean, in contrast with The Walking Dead, for instance. Same here, Python render quality 1.0, native resolution. JK, kein Ding, normal für das field bin in ich this da. case, because Ich sollte this game is eigentlich so vertreiben. heavy Ich for sollte GPU sagen, already. kauft euch Steam eine VR is at Pimax, 100% aber super sampling, the in-game nicht super unbedingt. sampling also 100%, in-game options are maxed out. Kleiner Scherz. Now, we get 58 frames per second without the 58. DFR or the dynamic forwarded rendering. Turning it on Also gives us an 58 instant FPS hat er 75 gekriegt or full und frame dann rate hat er on 75 average. There are a few minor frame Frames drops when a lot of per explosions second happen gekriegt or mit when a lot Field of of View, enemies or opponents mit just jump right into in front of the Forwarded screen, but Rendering. Also most of the time it's just smooth. And that's an im increase of Klartext. Oder sagen wir 27% zusammengefasst, was der when Typ it jetzt comes alles to hier frame rate. labert, Leute da draußen. When it comes to Half-Life Wenn ihr Alyx, Eye-Tracking which is besitzt, a very könnt ihr mit einer optimized game already, ATX-Grafikkarte I had a difficult time to actually get any stutters on the 8Kx Forwarded with my 2080 Ti Rendering, whatsoever. Dynamic Forwarded Rendering I ended up aktivieren und ihr in this kriegt case, einen I Schub ended up, für because I eure wanted to push it to the GPU, limits, was right? ungefähr I so ended up von using the 17 large bis field of view. 20% mehr I also Steigerung ended in der up Leistung turning off the angeht. dynamic resolution Das heißt, ein Spiel, in was bei Half-Life euch mit Alyx. I turned it vielleicht off ebenso and I put the 58 jetzt in seinem graphical Beispiel in-game settings to the 58 max FPS level. It's ergeben Quality hat, Level 8, it's called. da kriegt That ihr was the nachher die maximum, volle but you cannot maximale get the Zahl game von look better than 75 this. FPS. Now, without DFR, Wir wissen we got aber nicht, 62 frames was per passiert, second wenn on er auf average. It was still running 120 quite okay, Hertz considering how schaltet, weil crazy er redet how, hier immer nur von I mean, high 75. Ne? fidelity we got here. I don't think many people Das will ist use this noch settings wichtig zu wissen. whatsoever anyway, and I don't think anyone Also runs kein this game with such a Dynamic high Forwarded resolution. Rendering gleich Anyway, but with mit the dynamic gleich Yay. forwarded rendering, Voraussetzung suddenly the game für was running Yay ist eine button smooth ATX-Grafikkarte 75 frames per second on und bei 8Kx, ihm ist es which is an increase of eine above 2080 Ti, 21%, or also around 21%. der neueste Scheiß And have quasi. in mind, this is a very optimized game, and still you can Und jetzt squeeze ist die out so Frage, much was ist mit den just by übrigen running Leuten, a die DFR. ATI, Lastly, äh, the Forest. You Grafikkarten-User, might ask, why am I also die even Radeon adding the Forest? It's not Grafikkarten-User really a new game, but und auch let me tell you, die, it's one of the die most nicht so popular einen games still Beastly yet today PC and one of the haben. most sold ones on Steam when it comes to VR. Now, I've never got this game to run above 60 frames per second on the 8Kx before because it is so Chromatic, demanding. ja, It's crazy. genau. Whatever you do with the settings, it's still going to be 60, 50 frames per second or whatever. Now,
Ist auch eine High-End-Brille. PIMAX, das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich so, PIMAX macht so viel Werbung, so viele Events und so weiter, dass die Leute natürlich das Teil sehen und sagen, ja, ich will das auch. Und da wird natürlich wirklich ein High-End-PC benötigt. Wer es nicht gesehen hat, ich habe vor einem guten Jahr oder so habe ich einen PC zusammengebaut, der sieht jetzt auch wieder anders aus, der hat wieder anderes Zeugs drin, aber damals habe ich auch für die PIMAX 8K habe ich mir damals einen PC gemacht, nur für die Brille. Und für alle anderen, die jetzt sagen, nee, sowas tue ich mir nicht zu, also die PIMAX, ich sage mal immer noch, es ist für Enthusiasten, ganz ehrlich. Hier sieht man auch nochmal die Skala, ne? The Forest mit 72 FPS und dann 49 ohne Full-Weighted Rendering und überall eigentlich die maximale FPS, die die Brille erreicht. You can go, if you go into the scaled mode for things like like 11 tennis and things, table tennis and things like that need a higher frame rate. The eye tracking benefits you there too. Because you can go to a much higher frame rate anyway. Ja, Sie sagen nochmal, also das Eye Tracking sorgt dafür, dass ihr eine größere Frame Rate kriegt. They might be thinking like, well, you see some shimmery at these sides where the resolution is lowered or decreased, right? Right. I can tell you that you don't see that really with dynamic folded rendering because it moves with your eyes. So that little resolution decrease is hardly ever noticeable, at least in Was my man noch opinion. beachten muss, It's a great feature and it's way better nicht than falsch the verstehen, built-in die Brille wird fixed nicht folded schärfer rendering durch feature das we Eye already have Tracking. in Python. Es wird nur mehr Let's talk about hand Performance tracking. Yes, hand tracking hergestellt. from Ultra Haptics. Kevin, Yeah. So what's happening? same thing. Hand tracking is just a little bit So, jetzt kommt behind das the eye Hand Tracking. And Kennen wir schon bei der right now, Quest. We are producing the first 200 Auch das eye tracking, Hand Tracking units. ist für And, we'll be Backers shipping those in nicht late July, kostenlos. so we'll be shipping those in July as 200 well. Units They're werden a im little Juli bit behind, verschickt the eye tracking. und die Bestellungen, A lot die of things will werden happen in July, I think. Ende I Juli know, right? And eröffnet. these some of the improvements that we made to these. Für mich persönlich, technically, solange one es of the noch nicht main die one Games was gibt, the die field of view für that it can actually track your Hand-Tracking hand. So your ausgelegt hand sind. motion is actually, Nein, wir haben ein much paar gute greater Beispiele than the gesehen field für of die view Quest, of the ganz 8Kx klar. or Da ist es any sogar of our integriert, ne? headsets. Da ist es The integriert, das general ist field of brutal, view is kein modulares roughly Zeugs. 220 Nein, da ist es ja drin in der Quest, in horizontal. diesem schönen Ding So, hier. and it can track your hands Aber closer to your body and further für away mich nicht and even in a interessant very momentan. wide angle. Ganz So ehrlich. it's better than any hand tracking that's been produced before, more advanced, and shipping literally in July and towards the end of July, and it's also ramped up so that we're producing more. So even beyond those 200 units, people will Jo, be getting them. Woodghost, mach's And, gut. so there will be pretty good quantity on the eye and the hand tracking, and of Die course on the Cybershoes 8Kx wollen as nach well. Zürich laufen, So okay. it's an amazing time that we have this package. Ich We'll nehme have dich so beim many Wort, options, Woodghost. Absolutely. I'm getting the final, or basically, I think it's the final version. I'm getting it later this week and I'll try it out and I'll report my findings and my first Also für euch da draußen, ist das was für I've euch? been Hand-Tracking? using the Braucht ihr next Hand-Tracking? latest Wollt ihr version of the eye Hand-Tracking? tracking so Wollt ihr far. eine For this coole video, this is what you Experience? see on the, Was on meint the ihr da screen draußen? right now. Ist es And was für the euch? new version, Schreibt's im Chat, as würde Kevin mich just told you, Wunder has nehmen. some minor adjustments to the housing. So the camera's position. Guck mal, jetzt gehen schon in einem PIMAX Livestream gehen jetzt schon Angebote durch. Basti, was willst du für die Vive Pro haben? Das ist doch was Cooles. Hier wird verkauft und gekauft, Leute. Bei Hanks VR Shop, Online-Shop. So when you install PyTool, it pulls those in with Gringo it. schreibt, brauchen So wir when nicht. you receive these, you want to make sure you do go ahead and install the latest PyTool at the time. Yeah, and later in July, when we start to ship these things, we are gonna make a cool list of things. I may do some videos. Ich finde es ja cool, es gefällt mir, so, ne, dieses Zeugs, aber es ist nicht das, was man momentan möchte, wenn ihr mich fragt, meiner Meinung And there's nach. also one more thing, and that is the PIMAX VR experience, which will support
hand tracking interaction. We haven't got that far in our Yep. plan here today, but We'll get into that. Yeah. yeah, we'll talk about it later. I'm also going to demonstrate. Die sind a little bit on enthusiastisch, this. Leute, ne? Another big one coming up here is talking about those stretch goals. I think Jetzt kommen die Stretch it's Goals. pretty Interessant. fundamental that we give a decent stretch goal update. I think a lot of people are watching. So, That's ich will the die primary Handschuhe. reason Gebt mir die they're Handschuhe. tagging along Die here Controller. to see, Handschuhe kriege ich ja nicht. what's going on with those stretch goals, don't you think? Yeah, Aha. absolutely. The stretch goals are important, definitely. Okay, Standard Audio So, Strap. yeah. People should know that we've made Wurde changes. zum We've made Deluxe changes to Audio the stretch Strap. goals. Das And, austauschbare the Facefoam original wird zur Vision versus Comfort what the original stretch Kit, goals das were, and we've drin listened ist. to people and listened to what the kinds of things that they wanted to see in the der stretch goals, and $100-Coupon especially für das kind of as a Wireless-Modul, das group, ist immer noch where gleich. a higher percentage of people get what they want. So what we've done is we have a new stretch goal package, and the new stretch goal package includes the very much requested comfort kit, which comes with the foam with the glasses cut out. So we're also going to include the new thin foam, which without the glasses cutouts, and it's much closer to your eye. Also habe ich jetzt das gerade richtig gelesen? Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber die Ventilatoren, das Stretch Goal für die Cooling Fans wurde jetzt zum blauen Überzugsteil. Habe ich das jetzt richtig gelesen? The Kickstarter Backer Deluxe Mask, which has audio performance equal to our deluxe mask, which is full of bass and is a real rich sound. And so they're going to get the fully upgraded mask Heute, along with the kit. Was ist das für ein Ding? What we have removed from the kit is a prescription lens adapter. We're not going to do also für mich sieht das echt now. We're not going to do the fan, the cooling fan, and we're going to remove one piece of content. So it'll be of course, those pieces of content weren't the best things, the free content. But so the fan, the prescription lens adapter, which is actually replaced by the eye tracking unit that can take that, and the one extra piece of content. Instead, you're going to get this big upgrade on deluxe audio strap. You're going to get the comfort kit. You're going to get the protective sleeve. You're going to get the thin foam, and the two original software titles that most people have already received. Yeah, I think that's a more reasonable, bundle, especially much for more people desirable bundle anyway. If you're not using glasses, also sie haben Stretch Goals minimiert, andere Stretch Goals zu machen. That's the only part that's really removed. Also man kriegt jetzt so einen Plastiküberzug. The eye tracking gives you the prescription lens adapter. Aber die Fans sind weg, so wie ich das verstehe. Die Fans gibt es jetzt nicht mehr. Also korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege, aber die Fans gibt es jetzt nicht mehr, die wurden jetzt ersetzt durch dieses Gummigehäuse, was auch immer, Überzug. Those will all come to you in a single package. So there's not going to be, a lot of people were very worried that they'd end up getting a whole bunch of different packages over time, and it'd be a huge hassle for the backers to try to figure out which things are sent to them and which things aren't, and all of that. So what we've done is we've got a unique package, a special package that contains everything all in one. It's the backer package, and then we also have a special website where people can track all of their backer items, and it shows you the tracking number. It shows you, and here's the slide. It shows you the tracking number. It shows you your codes. Okay, also im Juli wird auf der Webseite eine neue Seite aufgeschaltet. Da seht ihr eure Stretch Goals, wann die versendet werden und so weiter, wenn sie bereit sind. Man kann die Lieferungen tracken. Und die personalisierten Coupons, die man da einlöst, kann man tracken, angucken, was man da eingelöst hat und so weiter. The Kickstarter Backer Kit, which comes with all in one, will happen in August. Yes.
And of course, we're going to talk a little bit Also more alle about the Items, masks in a minute and the different flavors of the die masks. So now that people in den know Stretch that there's Goals a drin sind, Kickstarter werden backer als mask, einziges the deluxe, that Package uses the deluxe versandt. speakers and Yes, Also we're nicht gonna mehr come to that. einzelne Yeah, we're we're gonna Sachen, come to sondern that. es We're wird gonna show alles you a als lot more ein Package information wird about das that. versandt. So stay tuned for that. But the big thing is you're going to get them in one package. It's going to happen in late August. And the one other thing we're going to talk about here is Ende August. if anyone, we know people, some people think, hey, it's been so long. You've been waiting forever for these things. You know, what happens if we talk about it and somehow it still doesn't happen, right? So what we're going to do is anyone Also who jeder, does der not receive their tracking number seine Stretch for Goal their Tracking Stretch Goal Number kit, which nicht includes all these items I bekommt just talked bis zum about, Oktober with the 31, coupons and all the other 2020 parts, you'll kann, get that by October 31st. kann ein You can Refund request von $150 $150 verlangen auf dem cash PayPal-Account. refunds to your Also ihr müsst PayPal PayPal haben und ihr So, kriegt anybody who $150 doesn't get zurück, the wenn ihr tracking das number nicht before bis October am 31st, you 31. get bekommen 150. solltet. They're not forced to do that, but they'll have that option. You can get 150 back to your PayPal account after October 31st. Right, and later this year we will have the stretch goals available at the website. Man muss as es nicht well, machen, right? aber man kann es Yeah, so verlangen. we're gonna offer this kit. You know, we're gonna have it in a package where these kits can also just be purchased. So if you're a backer who opted out of your stretch goals before, and you're like, man, I wish I had gotten them or that kind of Also thing. There'll be a verstehe ich special das. Guck price for mal, you. You'll be able to get 'em. Cooling-Fans. And its Und own jetzt, kit, das ist das and it'll just be on our updated site. We're Kickstarter gonna have a Stretch Goals. special Da steht backer Protective portal Cover where oder backers sowas. can log in, and they'll Also, be able to see these items. And, Bitte they can erzählt get the mir, ob ihr backer das kit. gleich The only requirement empfindet is wie that ich. you're a Die backer, Cooling-Fans gibt es to nicht mehr, get ihr the kriegt special jetzt was pricing. anderes. Right, so optionally, a backer could opt out from this program, get the $150 refund in October, you said, Yeah. and then for that money, And simply then get it later. and it won't cost more than this, right? Right. It'll be less than that. We're It'll not be less announcing than the that. price, All but right. it'll be less than 150. Which is a special backer price. This is not the price that others will see. It'll just be for the backers, a special price. Right. That's great. And also we have another alternative if you don't want to wait for the stretch goals, right, Kevin? Right. So you know, we have a new alternative. If you Also wenn ihr nicht auf die if you Stretch Goals opt out of warten the wollt, stretch goals, and again, even if you opt out of the stretch goals, there'll be an opportunity for you to get some. Das ist nur ein get that in a Backer-Deal. kit later. But if you just say, hey, I wanna opt out dann of the kriegt ihr stretch die goals, Brille we für have a new option. 949. And the new option is, if you opt out of your stretch goals, you can get an 8Kx for $949. That's great. And So- that's Also together with these, für mich standard kommt das module eher so routers, just rüber, like the die backers werden die right Stretch there. Goals nicht alle You can rechtzeitig opt out, pick up an raushauen 8Kx for können. $949. Und jetzt sagen sie quasi, hey, wenn du Uh, deine Stretch Of Goals course, nicht that can't be willst, combined aber du with willst any die other, PIMAX coupon or 8Kx offer or günstiger haben, anything, dann but kannst you du es can so just get machen, an verzichte 8Kx auf for die Stretch Goals $949. und dafür kriegst du And sie on top of günstiger. that, we're Das heißt, sie müssen nicht so viel allocating 500 units produzieren. of the production. And Und this ich glaube, offer is das ist, limited to das only ist glaube ich, 500 eine units. Strategie, die da So it's the first 500 machen people that müssen. do this Wenn ihr mich that fragt. that can opt out and pick up an 8Kx for just $949. So right, And, right after we have fulfilled all the 8KX backers, Correct. and we are going to reserve 500 units for this purpose, right? Up to 500. And then Right. the people who opt in for this plan or choose this plan, they won't have to wait until all the pre-orders and all the other guys have got their units, right? It's going to be Right, and we're ramping up to a great degree Ist schon anyway. krass, so was die people sich that so are pre-orders and upgrades, you einfallen don't need lassen. to worry either. You know, we've increased again. We've built the first 215 units, and we're moving fast now anyway. yeah. So we consider this our flagship headset. So all of our production and allocation, the percentage of what we do at the factory is already much higher True. than other headsets. Sie sagen zwar jetzt, sie betonen die ganze Zeit, dass die Massenproduktion angehoben wurde, aber irgendwie, for this ich opt-out plan. glaube das nicht. So if you're interested in that, you just let us Also know. We're irgendwie gonna ist have ein Plan a link dahinter, that you wenn can ihr mich click on fragt. to Aber ich kann mich auch actually irren. activate that.
Right. Irren And ist if you menschlich. keep the stretch goals, the website where you can track your items, the whole Also hier nochmal, stretch wenn ihr goal die box, Stretch Goals it's gonna be behalten available wollt, soon. We're gonna announce dann that kommt das in the forums. demnächst Also in all der the backers will Ankündigung get an Correct. und email, dann of werdet course, ihr so you will be quasi notified das once that tracken page können, is wie es up. aussieht mit euren Stretch Yep. Goals. Right. Let's talk about the mass, man. That's something we worked so hard on, Oh yeah, that's Oh, been a and big we one. really put so much effort Also into jetzt the reden modular Sie audio strap, über das and we're just modulare receiving Audio-Strap. feedback on Es where gibt the 3 phones Versionen, should be and how it alle should mit work and how you High tighten Quality the Audio thing und Yeah. vollem and Komfort. all of that. And so, of Also course, this das mass is Standard different. modulare Is Audio different Strap than ist jetzt gerade in a fair amount than what Verschiffung. we showed at CES, for example. Been a Oh. fair amount of changes to Also it das since ist dieses then. hier, ne, Standard, But, ohne The Kopfhörer, sondern mit audio of Speaker. the S-Mass is vastly better than it was at CES, you know. Yeah, Kevin, let me of course, let Es me sei tell besser you. als an der The Deluxe, CES. Ich war leider nicht da. Nowhere near as good as the Deluxe, as you have said. Your face, by the way, a quick little story. Hey, Goran, here. danke dir. I was on a Skype call Hau rein, with mach's Martin gut. when he first put the D-Mass on, Yeah, and the look on his face was shock. that was this unit, the It was DMAS. just shock. It was the first time I put it on. I was Yeah. completely blown away. It was crazy. He was blown away by it. Of course, I was expecting it to be better. I mean, I was expecting it to be better than Nee, the ersetzt standard worden ist es audio nicht. strap. We Wofür? have both of these Yep. here, and I'm also showing some video overlays. But I wasn't expecting such a huge difference, and I Yeah. wasn't expecting so powerful sound and so much bass from speakers, which are still, I mean, they're not over your ears. They are just like the valve index. They're like Right. a couple of centimeters or 1.5 centimeters from your ears, so it's not really closing Right. out the sound, right? But it still gives such a powerful volume. Okay, also die Kopfhörer, die kommen nicht ans Ohr, so als Vergleich mit der Valve Index. Das sollen auch ein bisschen Abstand zum Ohr haben, zum Ohrlappen. Because some people might think, yeah, Martin is a PIMAX employee, he's just trying to hype this up, but really, I think people will universally hail the D-Mass as probably the best audio you can get in a headset. absolutely. Having that said, the standard modular audio strap, I can just bring out the short details here. The standard modular audio You were strap. surprised at what that did. You were. Also das, was ihr jetzt you put that on for seht, the ist first das time, you're like, Standard. "Hey, man, this is so much better than what we had at CES." Standard-Set. Oh yeah, Also listen, das Standard CES was Audio not the final product. Set. It Das was ist das like Standard. kind of like a release candidate version, but Yeah. since then we have replaced the audio headphone drivers. I mean, Wir gehen the gleich speakers weiter ein. inside In the are sound replaced. chamber. The sound chamber is totally remade. It's also thinner, as you can see here on the pictures. It's thinner than before. like so Affenzirkus, yeah, ja. it's like not Episch sticking pur. out as much. The volume is Legendary. louder. The definition of the sound is way better now. You don't feel that clunky sound really, like the plastic sound you heard before. It just felt. Also sie haben es before. verbessert And that's what angeblich other reviewers gegenüber said in the früher, past as well. anderen But that Versionen, was not the final was unit. natürlich Now gut we're ist. here with this unit, which is, I would say, it's Da sieht man es ein bisschen beyond besser. what the Okay, der Oculus Speaker Quest ist doing. unten. It does not have like a thumping bass to it. You know, No, it's not- it's nothing like that. It's not But, by but Dr. the Dre, PIMAX you stuff. know. Yeah, exactly. It's not really gonna give you the high bass, the deep Die machen jetzt einen bass, of Vergleich, course. die sagen But quasi, still, es sind the nicht solche frequency Speaker von Dr. response Dre. curve, Alter, was ist das or für eine the Aussage? charts are still not bad for this speaker. No, And- not at all. Yeah, Let's, and I let's was put those up. Let's show people what the frequency response is. for Okay, all das ist jetzt nur für three Kenner. masks. So Ne, you die have ganze the Frequenz. S-Mass, you have the Das ist jetzt für KD-Mass, which is the backer DJs und mask, so, aber and the D-Mass. ich lasse es mal So let's show laufen. people what that looks like. yes. And while people are looking at that, let's talk a little bit about why there is a KD mass. So why don't you elaborate a little bit on Also für why we have a Tontechniker KD da mass? draußen jetzt, für die Well, first könnte of all, das the interessant headsets sein. which were done until basically now, almost except for the 8K Plus, we're using one single audio jack on the left side, right? It's Correct. located over here. There was no audio jack on the other side. So we had to make two different versions of the strap to begin with. One which supports the one audio jack, and also one that supports the two audio jack solutions, which the
PIMAX Vision 8Kx, the Vision 8K Plus, the upcoming Vision 5K Super is having. And also, besides the audio jack, it's also Upcoming those 5K Super. Alter, wie viele Brillen wollen die noch raushauen? Also die ganzen Vision-Brillen, die haben 2 Klinkestecker-Anschlüsse und die alten, also nicht Vision, die haben einen auf der linken Seite. Deshalb mussten die quasi 2 Versionen machen von den Straps. You would get sound, right? But it's not going to be as powerful because the PCB inside of those headsets, those previous headsets, cannot power the audio driver as much as the new headset can. Right. So this is the main reason why we went for a third version of the mass, which is called KD mass, which is the Kickstarter backers deluxe audio strap. Well, first of all, the audio performance, we should say, between the D-Mass and the KD-Mass is close, as you saw in the chart. Also sie sagen jetzt quasi, es gibt kleine Unterschiede zwischen den KD-Mass und D-Mass. And AK Plus have the option of all 3. They can choose any of the 3. Of course, well, the big thing that we should mention. Also wenn ihr mich fragt, dieses Konzept, dieses Drehkonzept ist ja eine schöne Sache. Das gefällt mir auch. Das ist schon mal gut. One thing that you should know that's very important is that you can still remove Hat das the 3D speakers from the Movement? KD Mass, and future speakers that we add, we'll be able to just plug right in. But what you can't do is Okay, add the hat er nicht D-Mass gezeigt. or the Auf jeden Fall, S-Mass onto was a ich ein bisschen KD-Mass headset. It does work and you can put it im on Kopf there, habe, but ist, the wenn du das volume drehst und levels irgendwann ist das nicht mehr so steif, sondern es dreht durch wegen dem Gewicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das passiert, Yeah, I bring up a chart right here so you can see the hier sieht man's noch mal. compatibility between the headsets and the 3 different masses. Okay, also das ist die High-End Audio-Strap-Lösung und die ist mit allen Brillen kompatibel. Dann gibt es das Standard-Dingens, das ist gleich gut kompatibel wie das Deluxe Modular Audio Strap. Nee, wieso nennen die das Modular? Ist ja nicht Modular. Also für uns. Yeah, well, it should be noted that the body of the mass is the same for all 3. Right. So the foams and the body and the way it tightens on your head and all the construction. Genau, Repu. Oder man baut das HTC das ran und ist auch glücklich. Ganz genau. Ganz genau. Speaker assembly. Yeah. So as you can also see, the Artisan is the same case as the 5K Plus and the old 8K and the 5K XR. It will not support the standard modular audio strap or the deluxe modular audio strap. For now, at least, it will only support the Ich frage mich immer noch, wo die Controller sind. Ich habe genug von dem ganzen Audio-Modular-Zeugs. Ist ja gut und schön. Aber ich glaube, wir sind gespannt auf die Controller, auf die Source. Und ob ihr es glaubt oder nicht, meiner Meinung nach werden die kein Wort verlieren über die ganzen Sword-Controller. How easy it is to switch those. It's all about just unscrewing a screw from the back. Okay, also das ist der modulare Teil. Unscrew that little screw and switch between the S-Mass or D-Mass or whatever. Also ihr könnt das Zubehör noch kaufen. Deshalb modulares Audio-Strap. Alles klar. Ich bin gespannt, was die Zubehörteile kosten werden, wenn ich jetzt von einem Standard Mass auf ein High-End Mass, also auf das KD Mass upgraden will, was ich dann bezahle. About to produce the D-Mass and the KD Mass. Those will be in August. So those are both go into production in August and begin shipping in August. I imagine a lot of people with the D-Mass will begin to receive them in the latter part of August. Right. So only a month away before, also für die Bäcker, die kriegen das Ganze im späten August, also Ende August. Yeah. Und die anderen, also die Massenproduktion, das wird dann später kommen. People that have an artisan that have a lot of these other headsets will be able to get them, and we're gonna, as we increase the volumes, we'll begin to offer that in the store, and of course we're going to begin to offer that in some of the packages of headsets that you get, where you can get that, where that'll come with it, just like the Comfort Kit does.
Right, right. So, jetzt ist And es so, some bei der backers may ask, but 8Kx why do I wird have to natürlich wait wird longer das for KD my Mass Mac dabei because I sein. was the first backer and Also blah, das blah. But High-End-Teil. here's the thing, we're upgrading your modular audio strap right now. You get a deluxe version, which is basically like this one. It's better, it's improved, it has better sound. Much But better. Yeah, it's way better, but it comes with a price of waiting a little bit longer. It's just we're talking about 1 more month or so. It's all about that. We wanted to reward the backers basically. We could have made it simple like this, but we chose to do something better for the backers. And of course, Also die the Bäcker KD Mass will kriegen be nicht dieses Ding sold hier, separately. By the time sondern die all the kriegen das backers hier. are fulfilled, we're gonna sell all the Hier 3 steht auch variants nochmal of the speakers kostenloses and Upgrade the von entire dem Standard straps with the Mass. speakers separately as well in the store on the PIMAX website. And future variants as well, and third-party variants as well. I mean, it's a modular audio strap. The foams, the speakers, of course, the comfort kit foams, and all the parts that where you Okay. use the headset are changeable. So, Massenproduktion heißt quasi für a lot of die people will have all sorts Heimverbraucher, nicht für die Bäcker. variants of the audio and the foams and how the head strap is positioned. Right. Okay, Kevin, so I think we have talked enough about the modular audio straps for Finde ich now. auch. Ihr habt genug gequatscht über das. Quite a long chapter Jetzt geht's here. weiter. Komm, Yeah. bring die Let's move on Swords. to the next one. What is our next topic? Let's talk about the PIMAX controllers. Ja, Right. Primax Talk about Controllers. Jetzt the geht's los. Sword and the Sword Sense controllers. I think that's something that we. Also es gibt zwei that Versionen, we einmal focused on Sword until Sense und einmal part nur of Sword. last Die year, Sense, later die part haben of das last Finger-Tracking, die year, Nicht-Sense-Dinger, where die our Swords, engineering die haben teams got normal, those all also the ohne. way to prototype phase, where you and I were playing around with them when we were there, and then later at CES, we had the samples, Right. and they were playing Sieht für around mich with wie ein them. attached But of course, Oculus Rift we Controller really aus, ne? started late last year. We really started focusing hard on the mass. Okay, das and kennen on wir the schon. 8Kx and the eye tracking and hand tracking. We had to really make that tough decision to just focus and get these things shipping and out there. And now that we have the 8Kx shipping, as we're announcing here today, and now that we have right at the tail end of the eye tracking and hand tracking, we're producing those. And the mass, which is long awaited, there's 3 variants of that. Now, our engineering team can begin to focus again on the Sword and the Sword Sense controllers, and let's see how fast we can get this thing finished. And with the whole team, which is a larger team now, by the way, Also, moving Sie haben die over Controller to, noch nicht the fertig. PIMAX controllers. We think we can get these things done, much quicker and get them out. It'll be towards the end of the year is what we think. But of course, we know that people have been waiting forever for these things. And Also we sie sind know momentan that some people are just frustrated. in Planung für Of course, we Ende offered that dieses people Jahr, could upgrade to the index controllers. was man schon And mal we've vergessen shipped kann. literally thousands of upgrades to the index controllers and the index base stations, which we've offered as an option. But some people wanted the PIMAX controllers, and they don't want the index controllers. Not everybody. So Sure. we're going to offer a new option for people that have been waiting so long. Anybody who has a PIMAX Sword or Sword Sense controller that they've made with PIMAX, we're going to offer you an option to get a refund. And that includes the backers, of course, right? If you Includes have any- up to... Anyone at all. If you're any person who ordered a PIMAX Sword or Sword Sense controller, Right. we're going to Okay, offer to give ich you fasse money euch jetzt back das mal the amount ganz you kurz paid. zusammen. Right. So in the amount that you paid. So Also, es gibt zwei Controller, ne? Die Swords und die Sword Sense. Die Sword Sense haben Finger-Tracking, die Swords nicht. Also Ihr habt gesehen, wie es momentan aussieht. Es sieht aus wie ein Mix zwischen Index und Oculus Controller. So. Momentan ist es so, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt uns konzentriert auf die PIMAX 8Kx Entwicklung, wir haben uns konzentriert auf die Eye-Tracking-Entwicklung und wir haben uns konzentriert, Alter, der ist so laut im Ohr, und wir haben uns And what's auf important to add here, die,
auf das Deluxe Audio Strap, sage ich jetzt mal, konzentriert. Durch diese Konzentration ist der Controller namens Sword oder Sword Sense flöten gegangen. Wir konnten dieses Ding hier nicht auch noch entwickeln. Das ist die Aussage. Jetzt, wo wir mit diesen 3 Dingen fertig sind und demnächst die Massenproduktion starten, werden wir uns wieder auf die Sword-Controller konzentrieren können, insbesondere durch das, dass wir jetzt die Massenproduktion mit mehr Personal gesteigert haben. So, momentanes Ziel ist Ende dieses Jahres. Aber, weil sie wahrscheinlich wissen, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber wahrscheinlich, weil sie es wissen, haben sie gesagt, wir geben euch allen, diejenigen, die vorbestellt haben, also die die Controller bestellt haben und auch die ganzen Backer, die dieses Controller-Teil gebackt haben, geben wir euch die Option, entweder ihr benutzt unser Programm mit den Index-Controllern, was ihr ja schon bereits machen könnt. Ihr könnt die Index-Controller bekommen anstelle von den Sword-Controllern als Entschädigung quasi, oder jetzt, was hier genannt wurde, dass ihr quasi refunden könnt, sogar als Bäcker. Das heißt, ihr könnt eine Entschädigung verlangen, dass ihr so lange warten müsst. Ihr kriegt dann die Controller nicht, aber ihr kriegt eine Entschädigung dafür, weil ihr sagt ihr, ich will nicht mehr drauf warten, das geht mir zu lang. Was wieder meine Theorie bestätigt, dass die einfach nicht so weit sind, jetzt hoffentlich darauf hoffen, jene Refunds zu kriegen und dass die Massenproduktion nicht so groß ausgelastet ist. Das ist mal das für die Controller. Und schon sind wir bei den Base Stations. Ne? Also das mit den Controllern, die haben das sehr schnell unter den Teppich gekehrt, einfach mal zur Info. Und das ist krass. Have ordered them. If you've ordered base stations and index controllers, we'll get you those. We've already shipped thousands of them, but they're, a small company. Okay, und jetzt Base Stations. Ne? Ich habe ein bisschen beim Erklären jetzt halt nicht aufpassen können, deshalb nochmal zurück. When I first started with PIMAX, the teams were very small. There wasn't much in the way. Even when you started, the teams were rather small. Absolutely, yeah, that was a year ago. Sie betonen natürlich jetzt immer wieder, das Team ist größer geworden. Als Sie hier angefangen haben, war es noch klein, jetzt ist es sehr groß. Aber das interessiert uns gar nicht. Wir wollen wissen, wo das Zeug bleibt. Thousands of base stations, thousands of index controllers, and then we're renewing our commitment to finishing the PIMAX controllers and getting those out. Und Sie sagen jetzt quasi, Sie haben Tausende Index-Controller und Tausende Base Stations verkauft. Right, so while we're talking about accessories for the PIMAX headsets, why not jump into another topic of today's event, and that is some new accessories. Also eben auch die PIMAX Base Stations sind nicht ready, ihr kriegt die normalen momentan. Dann gibt es ein neues Kabel, 5 und 6 Meter lang, optisches Interface-Kabel für die PIMAX 8Kx. A 5 meter and a 6 meter optical cable which transmits the signal through the optical interface instead of the regular wires, right? Okay, es ist noch am Testen, es ist in Entwicklung momentan. They are saying that it's supposed to be possible to make a 10-meter version of this cable. Es sollte sogar möglich sein, mit dieser Technologie ein 10-Meter Kabel erstellen zu können. You could just get a 10-meter cable right away. Yeah, and it also, of course, it offers up the possibility of not only having a 10-meter cable, but it adds the feature of only one USB port required. Wir erinnern uns, wir haben schon ein Verlängerungskabel als Bäcker backen können. Habe ich übrigens auch gemacht. Right, so during Von dem wurde nichts gesagt. After this show, we might be able to show you this cable in case it arrives at that time, because one sample is actually coming to my office here today. So also unter Umständen wird das Kabel noch gezeigt. Also jetzt nicht hier, aber später ist es auf dem Weg zu ihm, sagt er. PIMAX official forums for a long time, and people suggest those cables because it's so much easier to just make them longer.
And finally, there is proof that we can actually do that. And starting off with 5 and 6 meters, but then we can probably do longer ones, maybe up to Also 10 sie starten meters. jetzt momentan mit The 5 other und cable 6 we Meter have Kabel und wollen is vielleicht, something wenn es dann for funktioniert, auch noch laptop, längere people who Kabel are machen. using their laptops, right? Right. It's a cable which basically looks the same as the current 8Kx cable, which means without any external power support. It has two USB ports, but instead of the normal full-size DisplayPort cable, it's using a mini DisplayPort cable, the input, so you can connect it directly to your laptop without using any adapters. Well, of course, an adapter is cheap. But an adapter Also die gibt's noch, always introduces die Version some mit kind of signal kleinem loss, right? No matter what Mini-Displayport-Kabel cable you buy, it will für always Leute, die keine introduce signal Adapter loss. benutzen So wollen. having a cable which Bei is einem already Laptop zum Beispiel. made for laptop Grafikkarten, is a die great haben choice, ja I think. And I have heutzutage one, überall already DisplayPort here at the office, and I Anschlüsse. tried it for several days now. It just works as the normal cable on both of my laptops with a GTX 1070 and also an RTX 2080. And yeah, it's a great addition, and it's going to be available in the store as soon as it's final. It's going to be available in the store to purchase as a accessory, basically, as a standalone Okay, accessory. also es gibt noch ein, das soll noch ein einzelnes Zubehör werden. The optical cable and these cables also, Also eine neue of course, Version, ne? with future headsets, as we move on down the road. So let's talk about your a subject near and dear to your heart. Let's talk about the PIMAX experience. Okay, jetzt kommt eine PIMAX VR Experience. Keine Ahnung wieso, was das soll sein. Ich bin gespannt. Now, guys. This is going to be very, very interesting, I think. Es wird sehr interessant. Great in the works for all the PIMAX users. Okay, also whatever headset you have at home, whenever it's a 5K Plus, neues 8K, Interface 5K XR, or für die PIMAX Experience, also für die PIMAX User. Das heißt vergleichbar wie die Steam VR Plattform, einfach für PIMAX. Ihr seht schon auf dem Bild, also für mich braucht es das so oder so. Die Rift hat das, die Quest hat das und die Index hat das. Sogar die Cosmos hat das, glaube ich. Das heißt, das Pi-Tool muss nicht mehr am PC eingestellt werden. Finde ich natürlich gut. Die Index-Controller. Wo sind die Swords? We needed to come up with a way that people could get the best out of their headsets, and we found that the average person also wo die abgekupfert haben, das weiß man, ne? So, you, I, and some others got together and we started dreaming up what would we do to make that happen, right? What would we do to give you a plug and play experience, to give you the best experience that you can get out of PIMAX? We've even seen experts who know PIMAX headsets from top to bottom run with configurations that are not optimal because there's just so many configurations possible. Yeah. So we wanted to try to have put the best ideas together and build an experience that people could use to get that optimal PIMAX experience so that everybody can see what the best we have to offer would be. In diesem Interface ist es jetzt möglich, einzelne Profile anzulegen für jene Spiele. Das ist das, was ich bemängelt habe seit der ersten PIMAX. Das heißt, wenn ihr jetzt die Super Sampling Rate bei Alex vielleicht verändern wollt, weil eure Grafikkarte das nicht mitmacht, aber gleichzeitig dann noch ein anderes Spiel optimieren wollt, dann müsst ihr nicht die gleiche Einstellung benutzen, sondern ihr habt ein Profil für Alex und ein Profil für das andere Spiel. Und genau das ist das, was schon lange benötigt wurde. VR experience is just going to pop up inside of your headset in VR. Und das in sehr guter Übersicht. Also sowas muss ich sagen, the Planetscape releasing, but the Planetscape is kind of empty. There's not really much you can do in there. So what we did here was we took this empty environment and built an entire UI system on top of it.
We can first of all launch Okay, für was das die Favoriten sind, naja, ein schönes Gimmick, aber Spiele als Favoriten hinzufügen. Just like the Python game launcher is doing at this moment, of course, inside of Python, but in VR, of course. Aha, okay. You can Controller also change any of your headset Customization gibt es auch. Das heißt, je nachdem, wenn ihr jetzt ein Spiel mit den Index spielen wollt und dann plötzlich doch mit den Wands, dann könnt ihr das hier auch einstellen. Die Field of Views könnt ihr einstellen, auch als Profil. Include a cloud-based profile system. This is something in the works right now because we want to be able to automatically and manually, of course, get correct and optimized profiles for VR games and applications that you're using. So the whole idea is that you simply can get automatic settings adjusted, such as parallel projection, without even bothering about them, without even knowing what this is, because most people don't even know what parallel projection is until they buy. Okay, also Sie wollen sogar so weit raus, dass ihr nur das Profil auswählen könnt, ohne dass ihr noch irgendwelche Einstellungen machen müsst, sondern dass ihr einfach das Spiel auswählt und dann quasi das über die Cloud basierende Technologie dann quasi das Profil passend zu eurem System quasi verwendet wird. Finde ich gut, aber ich bin nicht ein Fan von Cloud-based Structures, ehrlich gesagt. Aber es ist eine gute Idee. Genau, richtig, eben. Durch das, dass es jetzt ein neues UI-Menü gibt, kann man das ganze Profil jetzt dort einstellen. Das war für mich ein Killer irgendwie, weil das Ganze beim Pi-Tool einzustellen, die Profile, get the most out of the initial setup too, and much easier and much more organized, and get the optimal IPD setup built into the PIMAX experience as well. Right, the IPD guide or the full IPD wizard, which we all have in our plan to make, we're going to get some help from our partner and engineer Matthew Hines, which is currently working on developing the IPD charts and necessary things to make the IPD wizard and to adjust also es ist natürlich ein optimiertes Ding. Ne? Für diejenigen, die Pi-Tool, sagen wir es mal so, es ist jetzt benutzerfreundlich. Sagen wir es mal so, auf den Punkt gebracht, es ist benutzerfreundlich. And the thing with PIMAX and wide field of view headsets in general is that you really need to tune in your correct IPD number, and many people fail with that, which it brings them to an experience which is not optimal. They might see more distortion, they might see a blurry image and such, and this is what we want to prevent by doing the IPD guide or tutorial, wizard inside of the PIMAX view experience. Aber ich nenne das jetzt nicht eine Experience. Für mich ist das keine Erfahrung. Die Erfahrung ist ja was man das erste Mal hat, eine Erfahrung. Wenn man es dann aber schon kennt, wie bei Steam VR oder so, ist es keine Erfahrung mehr. Dann ist es nur noch eine Wiederholung oder sowas. Yeah, I'll cover that in a second. Yeah, and the thing is that the key word here is to optimize, but also automize, or how do you say that? Make it automate the whole thing, automate the whole experience for everyone. You can do everything manually, but you don't have to do it. If you also das Ziel ist eigentlich, want to jump into a game, du startest die PIMAX, simple, right? Du hast das UI, du wählst dein Spiel und alles wird automatisch gemacht. In der Zukunft, alles wird automatisch eingestellt, so wie man es auch bei Treibern und so weiter kennt. Oder ihr könnt das noch für eure persönlichen Gründe, könnt ihr quasi das noch manuell einstellen. Aber es soll quasi alles automatisch ablaufen, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Just browse into your Pavlov game, you start it up, parallel projection is getting automatically disabled, because it's based on the profile which is going to exist for that game. Yeah. And you don't have to do anything. You quit the game and you start the next game, and all the settings are optimized for your PIMAX experience.
And of course, making those profiles, making all those game profiles. Ich werde noch machen, keine Sorge. Es ist momentan einfach noch so viel Zeugs in Arbeit, aber es gibt wieder Videos von mir, keine Sorgen, auch Livestreams, es ist einiges geplant. Und da kommt noch einiges. Keine Sorge. Something good, something great for all the PIMAX owners. Also, we will look for some skilled coders. If you have some badass skills in Unity or C# coding, we might need some help from you as well, building upon, all the different features which we have on the to-do list right now in this experience. This, this is something we plan to release in beta in July. Right. And when we release it, the first thing we're gonna do is im Juli soll die Beta rauskommen. Interested in contributing to the experience that might have their own ideas would make it great, and we want to get it up to a certain point with a small group of people who are just interested in turning this thing into something wonderful, and then we'll make the project an open source project where everybody can contribute. Aha. Also das heißt, es wird sogar noch Open Source sein, so wie schon PyTool selber. Das heißt, in der Beta-Version, da werden noch Leute, ihren Senf dazugeben können. Es wird noch ein bisschen gearbeitet daran und dann wird das als Open Source rausgehauen, dass die Leute selber noch das Zeug verbessern können. Ja, ist natürlich eine externe Arbeit. Ist natürlich leichtes Spiel, wenn du sowas hast, das so halbfertig ist und dann machst du Open Source draus und lässt die anderen Leute das quasi dann noch verändern und verbessern. Kann positiv oder auch negativ sein. Sicher positiv für die Firma, da die Firma nicht mehr so viel daran arbeiten muss, da ja jetzt außerhalb das Zeug verbessert wird. Aber part between the Unity VR environment and the PyTool runtime. So all the settings and the adjustments can be successfully applied and synced with the runtime itself, right? For instance, changing the refresh rate, the IPD offset, the brightness, contrast, and so on. Everything is going to work parallelly together with PyTool. So this is not going to replace PyTool in any way. Ausgedrückt, das, was momentan PyTool kann, wird jetzt in eine neue UI gepackt, die SteamVR oder Oculus Home ähnliches UI-Fenster beinhaltet, wo ihr dann die Einstellungen einstellen könnt, während ihr das Headset aufhabt. So wie wir es eigentlich schon von Oculus und auch von SteamVR kennen. Und da sind alle Einstellungen drin. Gestartet wird das Ganze im Juli als Beta-Version und das sollte in Zukunft dann noch Open Source kommen. In my opinion, this is a must. If you have a PIMAX headset, you have to configure SteamVR in the correct way to really optimize the image quality and the performance for your PIMAX. Now, as you probably don't know, is that SteamVR does not really take the full advantage of the PIMAX field of view, the resolution, and the overall potential of the PIMAX headsets if you don't manually change some settings in the SteamVR config files. SteamVR is in fact crippling the resolution. Well, it may sound rough, but it is crippling the resolution. It makes it worse than it should be. And the image quality on the PIMAX headsets by default. So this applies to basically all the PIMAX headsets, but it's even more important when you're using the latest PIMAX 8Kx with a native 4K resolution. You really want to see that native 4K resolution in your game, right? So, in the PIMAX viewer experience, under the advanced settings, as you can see here, I have made two submenus, which are automatic and manual SteamVR optimizations, where you can change these settings at any time, either automatically by just pressing one button or by adjusting the values one by one. And all of that without messing around with any config files, and everything is still done in VR, in the VR experience itself. Now, also one more thing, I know I talked a lot, but there's one more thing, a specific feature in the PIMAX VR experience, which I really like, and it's one of my favorites. It's changing the scaling of the user interface. It might sound simple, of Nicht course, falsch verstehen, das PyTool gibt es ja immer noch. Es ist einfach jetzt am Laufen und ihr habt die Brille an und benutzt dieses UI quasi, um das PyTool quasi zu steuern. Blöd gesagt. Which is quite cool, but the main point of this is that once you go miniature mode,
the UI scales down so tiny to the size that it comes very close to you, which is in fact allowing us to use not only the controller pointers, as you can see on the screen right now. I'm navigating with the controllers, right? You will also be able to use the Ultra Haptics hand tracking modules to interact with your hand in Also that das Hand-Tracking, with all the menus and buttons and das switches UI-Menü kriegt auch noch Hand-Tracking-Support, wenn ihr das Hand-Tracking-Modul habt von der PIMAX. All the menus without even turning on your controllers if you prefer not to. Also ohne quasi, dass ihr die Controller anstellen müsst. Which I'm working currently on right now is to enable a mouse and keyboard interaction support into the experience. Dann sollten noch Maus und Tastatursupport kommen. Irgendwann wird zumindest daran gearbeitet. Also zum Beispiel diejenigen, die Flugsimulatoren spielen, ne, wie DCS World, ne, wo die Tastatur auch benötigt wird. 3 degrees of freedom tracking, which is by default available in all the PIMAX headsets. So this way you will be able to control everything or navigate all the menus with mouse and keyboard interaction. And lastly, there is also plans to make this environment accessible from the desktop as well. So of course it's made for VR, but I'm planning to Also es ist noch geplant, dass das ganze UI-Menü auch auf dem Desktop, also flat, dass das da im Flat benutzt werden kann. Das heißt, ihr könnt eure Profile dann nicht nur unter der Brille quasi zuordnen, sondern wenn ihr nicht zu lange unter der Brille bleiben wollt, dann macht ihr das einfach am Desktop-PC selber. Macht das mit der ganzen Maus und macht das ganze Zeugs hier und stellt alles ein. Ist verständlich, also auch wieder sowas wie bei Steam. This will make it easier, hopefully this will make it easier and more convenient for everyone to get started, to get the most potential out of your PIMAX, even if you are a beginner. What do you think, Kevin? I think that this solves really ist nichts Neues, aber man sieht schon, sie arbeiten dran, dass das quasi, dass auch bei PIMAX quasi der Standard integriert wird und nicht irgendwie so Third-Party separierte Versionen existieren. Also sie wollen es benutzerfreundlicher machen, das sieht man einfach hier raus. Und das soll dementsprechend für jeden dann zugänglich sein, auch für Leute, die das erste Mal eine PIMAX anhaben und noch nie was mit VR zu tun gehabt haben. So in diesem Sinne. Das ist schon mal ein guter Punkt. Sie machen es benutzerfreundlich. Also man kann schon sagen, sie haben was studiert. Sie bringen zuerst die Hardware raus. So richtig Early Access. Ich habe es schon mal gesagt, das ist wie Early Access, diese Brille. Und jetzt kommen die ganzen Optimierungen. Das heißt eben neues UI, sie wollen Desktop-Unterstützung bringen, sie machen Hand-Tracking-Support. Right, we have to add that PyTool is still going to be developed, of course. I mean, that's the main heart of PIMAX. Und deshalb sage ich eigentlich, die 8Kx sollte genau die Brille sein, die man eigentlich am Anfang wollte, ne? Inklusive UI. Theoretisch. The team on the PIMAX side, I mean at the Shanghai office side, they're still working on PyTool, improving. There's so many features. Dann wird die PIMAX vielleicht auch mal wieder genutzt. Genau, das kann dann gut sein, wenn es dann so benutzerfreundlich und easy peasy funktioniert, dann wieso nicht? Wenn es natürlich noch sowas wie halbfertiges Zeug, wo man ein bisschen Kenntnisse haben muss, eben mit Einstellungen und weiß nicht was, dann ist klar, wenn die Benutzerfreundlichkeit nicht da ist, einschalten und los geht's, nicht funktioniert, dann will man das nicht. Aber so machen die natürlich den Geschmack von anderen Nicht-VR-Usern ein bisschen interessanter. That were in there before, but in later versions of the PyTool ended up being removed. Things like black levels for the XR, backlight control, the external tracking pucks to being able to change the orientation, adding more ways to change the orientation on that. Those are all in the roadmap. And the motion compensation is also being worked on quite yeah, the motion compensation reset
and the orientation for those. Okay, dann gibt es noch sowas wie den Sichtpunkt zurückstellen. Ihr wisst schon, ihr seid mit dem Headset verdreht, ihr seid irgendwo im Scheiß draußen und jetzt müsst ihr das Bild zurücksetzen. Das sollte auch noch kommen, die Option. Also die haben das auch auf der Roadmap. In the next couple months or so. Some of them are things that are designed to support the PIMAX experience. Some of the things are designed to support the headsets, just getting the most out of features that we have in the headsets. Right. But trying to make this whole thing more automatic, more user-friendly, more, less hassle to set up and get the most out of. That's where we want to be, and that's where a lot of these features are going to revolve around. Absolutely. And if you do have a problem, we want to be able to solve it quickly, especially if you're a new user and you're just getting going with the PIMAX. We want you to be able to have the best experience possible and as fast as possible. And right now, a lot of people would say, hey, I would only recommend a PIMAX to someone who tinkers a lot. We want to expand that pool out to people who are even just getting started and make that as automatic as we can make it. Right. Wow, Kevin, we've been through a lot of topics today. Indeed. Okay, ich glaube, das war der right Schluss. after this show, we're gonna have a Q&A answering Ja, Sie haben noch natürlich Fragen und Antworten, was Sie jetzt nachher machen im Chat. New or upcoming PIMAX owners. Yes. So this video is going to be published as soon as you quit watching this video. Ich werde nachher nochmal alles zusammenfassen. Live already that video. It's also pre-recorded. But it's going to answer loads of your questions. And of course, we will be available in the PIMAX forums, in the Reddit and such, answering further questions which will come down the road. And there's a lot we didn't cover in this. We didn't want it to go too long. There's a lot of things that we planned on talking about that didn't make it in. Yeah. But we're going to answer those questions out, in other places and in the forums, etc. But, the big thing is that, we want to thank everyone who has stuck with us. Who through ich glaube, jetzt kommen nur noch Danksagungen und so Zeugs. PIMAX customer, and we want you to know that it's important. Ich kann nicht gucken, wie lange das noch geht, ne? That you are going through this journey with us and trying to kind of expand the envelope of VR and having a more immersive experience and better VR experiences. And we want to help kind of pave the way for other companies to do the same thing. We're VR fans ourselves. I'm a backer. Martin was a backer. Before we had anything to do with PIMAX, we were backers too. Yeah, we're all enthusiasts, and we all want the same thing. We're VR enthusiasts. We wanted this to be in the best place we can get it to. So, we kommt want zum to thank you Punkt, so kommt, much. Leute. It's your feedback that, it's the whole community's feedback. Quickly. Has allowed the 8Kx to exist and allowed the mass to exist and coming up the PIMAX controllers to exist and all these things that try to expand what VR also es kommt doch ein Video, das nach das diesem PIMAX Event Video jetzt kommen wird. Da kommt dieses Frage- und Antwort-Video. Ich werde darauf jetzt aber nicht eingehen, weil wir haben sehr viele Informationen jetzt hier gekriegt, glaube ich. Wenn ihr das noch gucken wollt, nur zu, es wird auf diesem Survivor-Kanal sein. Ich werde nachher kurz eine kleine Zusammenfassung machen, was wir heute gesehen haben. Ich habe positive Sachen, ich habe negative Sachen. And this is a great time to test your VR headsets, So we just want to thank you so much. Thank you. Stay safe, and thank you for watching. Thank you. Okay, thank you, stay healthy. So, das ist doch ein nettes Bild hier. Ne, hier. So. Also, ich schalte jetzt das Bild mal wieder um. Ne? Wow. Das soll es nicht sein. So, sorry Leute für den kurzen Lärm. Also, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, die ganzen Equipments, die für Bäcker eigentlich am Anfang zur Verfügung standen, also die ganzen Stretch Goals, die wurden nicht eingehalten. Das heißt, momentan sind sie am Arbeiten an dem Eye-Tracking, der 8Kx-Brille, dem Deluxe Modular Audio Strap und noch an den Controllern. Aber wie gesagt, die Controller, die starten jetzt wieder. Die Produktion der Controller starten jetzt wieder.
Momentan wird jedem Bäcker und jedem Besteller der Controller angeboten, die Controller zu stornieren und quasi dann Geld dafür zu bekommen. Das ist die erste Option. Die zweite Option ist, Index-Controller anstelle der Sort-Controller zu erhalten. Das ist die zweite Option. Grund dafür wird sein, dass die Massenproduktion einfach nicht rechtzeitig fertig werden kann. Sie sind noch sehr weit hinten mit dieser Produktion. Sie betonten zwar jedes Mal, dass die Massenproduktion zugenommen hat, aber sie sagen jetzt momentan, ja, wir arbeiten darauf, auf Ende Jahr die Controller fertigzustellen, aber wenn ich den Kevin Henderson ins Gesicht geguckt habe, als er diesen Satz gesagt hat, der war nicht sehr zuversichtlich. Also der hat nicht zuversichtlich ausgesehen. Das heißt, ihr könnt noch sicher warten, bis die Controller rauskommen, bis ins Jahr 2021. So, das sind mal die Infos zum Controller. Dann, was ich noch gehört habe und auch gesehen habe, ist, dass die Stretch Goals geupgradet worden sind. Das heißt, man kriegt 2 kostenlose VR-Inhalte anstelle von 3. Dann wurden die Fans gestrichen, so wie ich das verstanden habe. Korrigiert in den Kommentaren unter diesem Video, falls ich mich irre, aber so habe ich es rausgelesen, dass die Fans gestrichen wurden. Die Cooling-Fans, also die eure Stirn kühlen oder weiß nicht was. Und anstelle von diesem Upgrade, von diesem Stretch Goal gab es ein Upgrade und das ist dann dieses gummige, sonstige Gehäuse. So, dann ist es noch so, dass die 8Kx momentan versendet wird und es haben die ersten, was waren das, glaube ich 100 oder 200 Bäcker oder 75, irgendwie so, haben ihre Tracking-Nummer schon gekriegt. Ne? Ich gehöre nicht dazu, ich habe sie nicht gekriegt. Ich könnte zwar nochmal nachgucken, aber ich glaube nicht. Gucken wir doch mal nochmal nach hier. So, Tracking-Nummer. Nee, habe ich nicht. Keine Tracking-Nummer. Okay, also ich gehöre nicht zu den ersten Bäckern, die dieses Teil kriegen. Dann haben wir vieles gehört über das Eye-Tracking mit Support für Forwarded Rendering, Dynamic Forwarded Rendering. Aber dieses Dynamic Forwarded Rendering unterstützt momentan nur Grafikkarten der RTX-Reihe. Sprich, wenn ihr Eye-Tracking kriegt, bringt das aber für euch nichts, wenn ihr eine Radeon-Grafikkarte besitzt. So, dann ist es noch so, dass wir gesehen haben, es gibt ungefähr eine 17%ige Steigerung zwischen Forwarded Rendering und normalen Zocken. Wurde aber hier auch mit High-End-PCs getestet, ne, mit einer Grafikkarte 2080 Ti und einem i9-Prozessor, also nichts für weiche PCs. Ja, und natürlich haben sie gesagt, dass auch die Deluxe Audio Straps oder ich sage mal die Standard Modular Straps bereits versendet werden, auch an erste 200 Bäcker. Und dass vieles von diesen Zeugs quasi bis im Juli versendet wird. So. Dann haben wir noch erfahren, dass es Stretch Goal Kits geben wird, also die ganzen Stretch Goals, die ganzen Upgrades und so, das wird alles zusammengepackt und wird dann so versendet. Es wird Ende Juli, so wie ich das noch in Erinnerung habe, wird es auf der Seite dann von PIMAX, wird es eine neue Rubrik geben, wo ihr quasi euch dann einloggen könnt und euch dementsprechend die ganzen Stretch Goals angucken könnt, was ihr bestellt habt, beziehungsweise was ihr gebackt habt und dementsprechend auch die ganzen Sachen tracken könnt. Also ob das schon auf dem Weg ist, ob es versendet wurde und so weiter und was ihr genau kriegt. Das gleiche gilt auch für Coupons. Vom Wireless-Modul wurde heute nichts Großes erzählt. Das Einzige, was erzählt wurde, ist, dass sich der Coupon von $100 nicht geupgradet hat. Also das bleibt immer noch bei $100. Ob sie das jemals fertigstellen werden vor diesem Sort-Controller, ich mag es zu bezweifeln. Insbesondere
wenn das so eine High-End-Brille ist mit High-End-PC. Wir wissen, was da HTC schon gebastelt hat und es ist nicht so optimal, wie man das gerne hätte. Dann ist es noch so, dass sie an neuen Kabeln schaffen, unter anderem auch an optischen Kabeln mit DisplayPort, Mini-DisplayPort-Anschluss. Und das ist insbesondere speziell für Leute, die natürlich einen Laptop haben und die keinen Display-Anschluss haben, also DisplayPort 1.2 oder 1.4 Anschluss haben, sondern den Mini-DisplayPort-Anschluss. Ja, momentan mit 5 bis 6 Metern. Sie arbeiten momentan mit diesem Kabel noch, ist noch in Entwicklung, wird noch getestet. Später sollte sogar ein 10 Meter Kabel möglich sein oder sogar noch höher, eine höhere Länge, je nachdem, wie sich die Tests auswirken werden. Und was wir auch noch wissen, ist, dass was haben wir jetzt gesagt? Nicht die Kabel, sondern dass die UI, also eine neue Plattform erstellt wird, was im Juli rauskommen soll als Beta-Version, die ziemlich nahe an Steam VR kommt. Das heißt, dass ihr könnt eure ganzen Profile, was ihr eigentlich im Pi-Tool immer machen musstet, wenn ihr die Brille abnehmen musstet und da diese Profile auswählen musstet für jedes einzelne Spiel, das ganze Zeugs werdet ihr dann unter der Brille machen können, so wie man es bei Steam VR schon kennt. Ihr könnt für jedes Spiel ein Profil anlegen, ihr könnt die Profile untereinander austauschen, ihr könnt die Controller-Settings machen und so weiter. Das Ganze ist noch in Entwicklung, soll wie gesagt im Juli als Beta-Version rauskommen und wenn das dann mal einigermaßen mit gutem Feedback optimiert wurde, so wie es PIMAX zumindest für gut befindet, wird das Programm später dann als Open Source rauskommen, wo dann die Leute sogar ihre eigenen kleinen Gimmicks einbauen können und das Ganze noch ein bisschen modifiziert werden kann, wie zum Beispiel die UI Color Sache oder ihr könnt Hintergrundbilder machen für euch selber oder weiß nicht was. Das werden wir noch sehen, was da alles möglich ist. Ja, und ansonsten, ja, Finger-Tracking, Hand-Tracking wurde noch erwähnt. Ihr werdet das ganze UI-Menü, werdet ihr auch mit den Händen steuern können, so wie man es bei der Oculus Quest schon kennt, das ja seit neuestem Hand-Tracking unterstützt. Und ja, gibt es noch was ich sonst noch erzählen kann? Ich würde mal sagen, das war das Erste. Tatsache ist, sie sind noch nicht so weit. Ich bin enttäuscht, dass die Sword-Controller, die haben es sehr spannend gemacht, vor allem das Ganze in die Mitte einzubauen, obwohl ja die meisten von uns warten, bis die Sword-Controller rauskommen, dass die quasi sagen, ey, wir sind nicht so weit. Was ich jetzt aber noch sagen muss, meiner Meinung nach, PIMAX hat viel gelernt. PIMAX hat sehr viel Arbeit investiert, um jetzt eigentlich einen gewissen Standard zu erklimmen, was wir eigentlich schon von Vive und Oculus kennen oder eben auch von Valve kennen, und zwar mit dem ganzen UI-Steuerungszeug oder auch was das ganze Settings-Zeug betrifft oder die Unterstützung und so weiter von den ganzen Spielen. Also man merkt schon, sie geben sich Mühe, langsam diesen Standard zu erreichen. Das Problem ist, viele Bäcker, die kamen schon von diesem Standard, die haben gesehen, was Oculus auf die Beine gestellt hat, und PIMAX war definitiv von Anfang an nicht so weit. Sie haben eine Vision, man sieht auch, der Enthusiasmus ist immer noch da. Sie wollen diese Vision, wollen die immer noch nach oben bringen. Und deshalb wahrscheinlich auch die ganzen PIMAX Vision Upgrades, also die haben nicht umsonst diesen Namen gewählt. Finde ich natürlich eine coole Sache. Mir gefällt sicher mal PIMAX jetzt schon besser als früher. Früher konnte ich es nicht so sehen, vor allem für neue Einsteiger von VR, die würden nicht klarkommen. Aber wenn PIMAX jetzt auf jeden Fall mit dieser Brille so jetzt kommt, was sie mit ihren gewünschten Umsetzungen jetzt, was da geplant ist, wenn die das richtig hinbringen, mit diesen UI-Menüs und all dem Zeugs, dann wird das sicher was werden und dann wird der eine oder andere erstmalige VR-User wird auf jeden Fall auch dann PIMAX benutzen können, ohne dass er irgendwie den Support anschreiben kann. Auch der Support wurde angeblich verbessert mit Live-Chats, wo man sich jetzt mit den ganzen Supportern unterhalten kann, falls noch irgendwas ist. Es wird sicher noch nicht so hundertprozentig gut laufen, aber es wird sicher mal besser sein als jetzt vorher. Ja,
damit wären wir eigentlich jetzt am Ende mit dem Stream. Ich zeige euch nochmal das lustige Gesicht, das gefällt mir einfach. Ja, aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Was findet ihr? Seid ihr zufrieden mit der Entwicklung von PIMAX? Was ist eure Meinung? Schreibt es mal unten in die Comments, da würde ich mich echt freuen. Ich habe schon mal gesagt, ich lese jeden Kommentar und ich probiere auch Fragen, wenn ihr habt, die so gut wie möglich zu beantworten. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart und so zahlreich erschienen seid. Und wir werden uns sicher nicht das letzte Mal gesehen haben, weil es kommen wieder Videos und auch Livestreams. Ich wurde ja schon hier jetzt im Livestream angefragt. Also von dem her, wir werden uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Stay safe. Bleibt nicht zu Hause, aber bleibt auch nicht zu fern und macht was Schönes. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Hanks We Are. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.